Hello and welcome guys to the very first video here on the Incademy YouTube channel. You probably don't even know who I am, which is totally understandable, and I will get to that in a couple of seconds. But who it is that you probably might know much better than I am is Dave Vero. Dave Vero is an anime tattoo artist based in Vienna, Austria, and we've created Incademy not that long ago. So the reason why we've created Incademy is to allow people to learn all of the skills about building a tattoo business, a successful tattoo business to be precise. Not just these fundamental skills of like how to tattoo, which is also something that we're covering, but the business skills, the marketing skills, how to sell yourself, how to really set up a successful running business, not just like being a tattoo artist in itself. Because I think one of the common mistakes that many tattoo artists do, or maybe even just perceive, is that you get into the industry, you are creative, right? And all you have to consider and care about is tattooing. And everything else takes care of itself, which is of course far away from the truth. We wanted to create a place, basically a platform that gives everything to each and every tattoo artist, no matter whether you are a beginner, complete beginner, or actually quite experienced. Now, with that out of the way, you can learn more about Incademy itself over on incademy.com. Check it out if you want to. Follow the link in the description below. What it is that we also wanted to additionally put out is some free content, and this is why we've created now this YouTube channel. Where we are heading with this YouTube channel is still up for debate. We are not entirely certain. We just take it as it comes, to be honest. I also don't want it to be that typical YouTube channel of kind of vlogging, reactionary commentary, or anything alike. What it is that I really want to put out is informative content, educational content. And if at times people are interested in that, then we can still consider putting out something entertaining or such, right? But this is not what we had in mind so far. This is why what it is that we are going to follow up with here in a couple of seconds or minutes is to give you a sneak peek into what it is that you can expect with Incademy. What it is that you're going to see is a couple of excerpts of some video clips from the core course, the master course, the anime style solo course, so that you get a good understanding of what it's all about, but also so that you get something for free. Right, we have most of the time different languages. When you were to check those videos out over in our courses, we have kind of Spanish dubs, that is, right? So Spanish language, we have German, which is most of the time the original language. We have English dubs. We have, when it comes to the anime course, even Italian, French, and what is it that I've forgotten? No, these are everything, right? And then also we have subtitles. Here, this video is though on German with English subtitles, so that you have this as well, right? And it's, once again, just to give you a little bit of a glimpse, a little bit of an insight into what Incademy is about, what information you can get from Incademy, but also especially to already give something out for free to make you a little bit curious as to what it is that we have, right? If you want to learn more about Incademy, you can always check it out over at incademy.com. If you have any kind of follow-up questions, you can always reach out to either me or Dave directly, or you go over to the Incademy Instagram profile and reach out to us, or you just leave a comment in the comment section below. That is probably the easiest to get to know each other, and also to ask some questions if you have any, right? But without further ado now, feel free to enjoy the video. If you want to learn more in the future, if you want to see more, hear more from us, please let us know in the comment section below, and we will probably put something out. So leave a like, leave a subscribe, so that we actually also then play the YouTube game a little bit better, all right? So guys, without further ado, have fun with the video. I hope that there are a couple of takeaways already, and I guess I'll speak to you guys soon. Cheers. Eingehen. Also ich habe euch jetzt einfach mal vorbereitet ein paar verschiedene Liner, also verschiedener Stärken, ein Round Shader. Dann haben wir hier noch verschiedene Magnums. Die weißen, die man hier sieht, die sind eben alle Soft Edge Magnums, also wo die Kanten leicht abgerundet sind. Und dann haben wir noch eine Straight Magnum.
also die große, die ganz am Schluss ist. Und ich würde euch einfach mal kurz erklären, eben, wofür verschiedene Nadeln verwendet werden. Wir haben hier einen 3er 025er Roundliner, also Longtape. Die Nadeln, die ich hier vorbereitet habe, sind alle Longtape, deswegen werde ich danach das nicht jedes Mal mit dazu sagen. Auf jeden Fall eben haben wir eine sehr dünne Nadel. Diese Nadel wird oft für Feinlein verwendet, also auch wenn eben mit dieser Nadel tätowiert wird, dann kann es eben sein, dass, ja, dass die Nadel halt dadurch, dass sie so fein ist, dass schneller Blowouts entstehen oder dass vielleicht eben dadurch, dass sie schärfer ist, dass weniger Auflagefläche ist, dass eben die Nadel leichter in die Haut reingeht, wie jetzt eben ein dickerer Liner. Ich würde generell empfehlen, so eine Nadel nicht gleich am Anfang, wenn man jetzt beginnt zum Tätowieren oder wenn man gerade in der Ausbildung ist oder beziehungsweise gerade die ersten Tattoos macht, dass man nicht gleich einen 3er 025er als Liniennadel verwendet. Auch wenn es oft so rüberkommt, okay, dünnere Linien sind schöner oder was weiß ich was. Auf jeden Fall ist es eher schwierig, mit so einer Nadel eben schöne Lines zu machen, die dann auch abgeheilt gut ausschauen. Es ist immer sehr wichtig, dass die Nadeln oder beziehungsweise so benutzt werden, dass es tätowiert wird, dass das abgeheilte Resultat dann eben auch dementsprechend ausschaut. Ein frisches Tattoo kann schnell mal gut ausschauen, ist aber nicht der Sinn und Zweck. Ein Tattoo sollte fürs Leben lang gut ausschauen. Also als nächstes haben wir hier eben einen Syma Roundliner 030. Also Syma Roundliner ist von mir aus gesehen eine der meistverwendetsten Nadeln, also überhaupt in den Linern. Also auch aus dem Grund, weil eben die Linien, die dadurch gestochen sind, nicht zu dick sind, nicht zu dünn sind. Ich würde sagen, es ist ein Standardliner, den man eben auch gleich zu Beginn in der Karriere verwenden kann. Sollte man auch, weil es einfach von mir aus gesehen die, sagen wir mal, einfachste Nadel zu benutzen ist, jetzt in den Linern. Also man macht damit nichts falsch. Es ist auch von mir aus gesehen, wenn eben Tattoo-Wünsche dann von Kundinnen kommen, die vielleicht irgendeinen Schriftzug haben möchten oder sonst irgendetwas. Und gleich zu Beginn in der Karriere denkt man sich dann, okay, ich gehe auf Kundenwünsche ein, wenn die Kundinnen dann möchten das Tattoo oder den Schriftzug noch kleiner haben, was dann nicht mehr möglich ist, mit der 7er-Liner zu stechen oder mit einem 5er-Liner oder sowas. Und man müsste dann zum 3er-Liner greifen und man fühlt sich aber noch nicht bereit dazu, würde ich auch raten, dass man auf solche Kundenwünsche dann beispielsweise nicht eingeht und sagt, schau her, ich muss es leider in der Größe, das ist die Mindestgröße, dass das Tattoo eben dann auch noch gut ausschaut. Wir haben dann einen etwas dickeren Liner, also einen 15er Roundliner. Beim 15er Roundliner hier jetzt ist eine gute Nadel, die man verwenden kann, eben für dickere Linien. Also da ist dann jetzt mehr Auflagefläche, logischerweise. Umso dicker, umso mehr Auflagefläche. Man muss ein bisschen mehr drücken. Blowouts sind dadurch natürlich einfacher zu vermeiden. Deswegen eben auch vorhin der 7er-Liner besser als ein 3er-Liner, weil die Nadel halt mehr Auflagefläche hat. Sie rutscht nicht direkt rein. Logisch muss man sich immer dann bei allen Nadelarten muss man schauen, dass jetzt vielleicht nicht ein Knochen drunter ist oder sonst irgendetwas oder vielleicht man nicht zu viel drückt oder zu lange in der Stelle drin ist, eben um den Blowout zu vermeiden. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es bei dieser Nadel so, man kann sie verwenden eben für dickere Linien jetzt im Oldschool-Bereich, beispielsweise wo dickere Linien oder Neo Traditional oder eben auch in größeren Pieces. Dann haben wir einen 11er Round Shader, also 11er Round Shader, auch klassisch. Ja, also man verwendet so einen Round Shader beispielsweise für kleine Flächen zum Füllen oder eben auch Schattierungen kann man damit setzen. Wie gesagt, auch wenn man jetzt ein Farbtattoo macht beispielsweise oder eine schwarze Fläche ausfüllt, man hat Linien vorher gemacht, dann kann man eben zum Rand hin, wenn man mit der Magnum nicht perfekt hinkommt, kann man zum Rand hin nochmal mit dem Round Shader ausbessern, eben dadurch, dass man eine kleinere Auflagefläche hat oder kleinere, also punktuelleren, ja, punktuelleres Arbeiten eben möglich ist. Den kann man dann eben auch verwenden. Und wie gesagt, von mir aus gesehen, 11er Round Shader ist eine Nadel, mit der man auch jetzt nicht mega viel falsch machen kann. Also überhaupt ist vielseitig verwendbar. Als nächstes haben wir alles eben verschiedene Magnums. Also ich habe jetzt hier eine 13er 025er Magnum. Ich persönlich selbst benutze 025er Nadeln eigentlich nicht. Also jetzt bei Magnums. Dadurch, dass sie eben sehr weich sind, meistens, und eben dadurch, dass die Nadelstärke halt sehr gering ist, verbiegen sie sich leichter. In dem Sinne verbiegen, sie sind elastischer. Heißt jetzt nicht, dass die Nadel kaputt wird, sondern einfach nur beim Tätowieren ist eben weniger Widerstand. Ich mache auch vorwiegend Farbe, was auch ein zusätzlicher Punkt ist, wieso dass ich es nicht benutze. Aber es werden kleinere Löcher gestochen. Die Farbe logischerweise nimmt langsamer an.
Es ist zum Beispiel 0,25er Nadeln sind eben dann beispielsweise für Schattierungen, bei realistischen Motiven oder sowas, oder eben wenn man softe Schattierungen haben möchte, wären so 0,25er Nadeln eben mega gut, weil eben auch der Abstand zwischen den einzelnen Nadeln geringer ist. Also habe ich eine 0,35er Nadel beispielsweise, habe ich einen größeren Abstand. Die einzelne Nadelstärke, also die Nadeldicke an sich, der Durchmesser ist bei eben 0,35er Nadeln, wie eben schon sagt, also 0,35 mm. Hier ist es nur 0,25 mm. So ist eben auch weniger sichtbar die einzelnen Nadelstriche und bei der Schattierung oder sowas. Also wie gesagt, eben die einzelnen Punkte sind halt eben auch kleiner, wenn eben mit der gestochen wird, und dadurch ist sie eben für softere Sachen eben sehr gut geeignet. Also als nächstes haben wir einen 0,30er 17er Soft Edge Magnum. Also mit so eine Nadel würde ich eben mehr verwenden, auch jetzt für realistische Sachen oder eben für Farbtattoos funktioniert es eigentlich auch. Wir haben hier zweimal eine 0,35er Soft Edge Magnum, einmal Größe 9 und einmal Größe 15. Also die habe ich jetzt so vorbereitet, weil im Endeffekt, ja, hast du halt eine kleine Magnum, oft teilweise für die verschiedenen Tattoos. Einmal verwendest du eine größere, für kleinere Flächen eben eine kleinere. Wo es möglich ist, mit größeren zu arbeiten, ist es eben immer ratsam, mit größeren Tattoo-Nadeln zu arbeiten. Also jetzt beim Schattieren, beim Farbe ausfüllen und so weiter, ist es eben immer ratsam, die größtmögliche Nadel zu verwenden. Eben auch aus dem Grund, weil eben dann die einzelnen Schattierungen nicht wirklich sichtbar sind, oder die einzelnen Striche, die man macht bei der Schattierbewegung, sind halt einfacher zu vermeiden, indem dass man die größere Nadel verwendet. Also, dann haben wir hier, glaube ich, meine Lieblingsnadel. Das ist eine 21er 040er Soft Edge Magnum. Also 040 ist eigentlich sehr groß, wird auch von den meisten Tattoo-Nadelherstellern nicht mehr produziert. 040er machen natürlich, also haben den Durchmesser, jede einzelne Nadel hat Durchmesser 0,4 mm. Und dadurch sind die halt schon recht dick und ballern halt schon richtig fette Löcher rein. Was mir persönlich halt mega taugt, also mir persönlich gefällt es halt, weil eben dadurch die Farbe extrem schnell reingeht, sind mega scharf, es ist eine große Auflagefläche, man kann auch ein bisschen drücken. Solche Nadeln eignen sich, also ich benutze diese Nadeln auch für Tattoos, eben was ein Unterarm ist, es geht auch für den Rücken, es geht für eigentlich relativ alles, wenn man jetzt wirklich nicht in kleinen Partien arbeiten. Also wenn es jetzt ein bisschen eine größere Fläche ist, kann man mit der Nadel eigentlich recht gut füllen. Zum Schattieren bei realistischen Sachen ist es einfach zu dick. Also ich würde so eine Nadel nicht verwenden, außer man möchte jetzt wirklich richtigen raffes Element drin haben oder sonst irgendetwas, wo es jetzt wirklich darum geht, dass es eben ein bisschen schlampiger unter Anführungszeichen ausschauen sollte, dann kann man sowas verwenden. Aber wie gesagt, hier wird man auf jeden Fall die einzelnen Nadelstriche, die einzelnen Nadeln, in dem Sinne die Schläge sehen. Also wenn man jetzt so fährt, also wie gesagt, hier sieht man das auf jeden Fall. Deswegen für softe Sachen ist es eher nicht so gut geeignet, aber halt für Farbe, für größere Flächen ausfüllen oder sowas extrem gut. So, also die erste Maschine, die ich hier habe, ist eine Soluna. Diese hat einen Stroke von 2,5, also 2,5 mm Hub. Das ist eben, wie weit das Signal rausschaut. Und umso geringer der Stroke ist, umso softer ist auch der Schlag. Das heißt, es ist ein weicherer Schlag. Durch den weicheren Schlag logischerweise sind dann auch weichere Schattierungen möglich. Umso härter, umso stärker eben drückt es auch die Farbe rein, weil der Weg eben länger ist, den die Nadel an sich macht. Also so eine Maschine würde ich wirklich, also zum Linienziehen, entweder gar nicht verwenden oder wirklich mit einem 3er 0,25 oder mit einem 1er Liner würde es noch funktionieren. Ich persönlich verwende so eine Maschine generell nicht. Aber ich habe halt auch schon von Kollegen und Kolleginnen gehört, eben fürs realistische Tätowieren, für sehr softe Schattierungen ist sie mega gut. Also ich würde euch einfach mal raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, eben so eine Maschine zu probieren. Wie gesagt, ist nicht für jeden etwas, aber wenn eben die Möglichkeit besteht, würde ich sie einfach mal testen, einfach zu sehen, okay, 2,5er Hub, einfach mal probieren, ob es wirklich jetzt eben in den realistischen Bereich oder im Soft-Shading-Bereich eben euch gefällt. Also, die nächste Maschine ist Solnova Unlimited 3.5, also wie gesagt, wir haben jetzt hier eben alle Solnovas, die nächsten 3.5, 4.0 und 5.0. Wie gesagt, sind alles die gleichen Maschinen. Der einzige Unterschied ist eben die Stroke-Länge, eben der Hub, die Hublänge, und das ist dann eben 3.5 mm, 4 mm, 5 mm. Wie gesagt,
Hier haben wir auch noch eine Maschine, die recht gut zum soften Schattieren funktioniert. Zum Linienstechen würde ich sagen, dass es problemlos noch bis 7er funktioniert. Ab dem 7er ist fast schon die Auflagefläche zu groß. Dadurch hat die Maschine dann zu wenig Kraft, um eben eine satte, perfekte Linie hinzubekommen. Wie gesagt, zum Schattieren dann aber ist es dann mega, also ist das eine mega Maschine. Also wie gesagt, man kann perfekte softe Schattierungen hinbekommen. Auch teilweise zum Farbe ausfüllen funktioniert so eine Maschine auch dann. Ich würde Farbe ausfüllen mit der 2.5er nicht machen. Ist meine Meinung. Wie gesagt, es gibt verschiedene Artists, die mit allerhand experimentieren und vielleicht sich wohler fühlen mit irgendetwas. Das ist nur meine persönliche Meinung. Nächste Maschine, 4.0er. Ich finde, das ist so eine Allrounder-Maschine. Von mir aus gesehen, so eine 4.0er Maschine wäre auch empfehlenswert für alle angehenden Artists, überhaupt am Anfang, wenn man eben Allrounder sein muss. Dann hat man mal Linien, dann hat man mal eben ein Linientattoo, ein Schriftzug, ein Herz, was weiß ich, eine Unendlichkeitsschleife, wie es halt am Anfang ist. Dann immer wieder mal sind halt ein paar Schattierungen drinnen. Dann kann es sein, dass mal ein Farbtattoo kommt, ein kleineres oder was weiß ich was. Also wie gesagt, alles bunt durchgemischt. Für so Fälle ist die 4.0er Maschine von mir aus gesehen die beste, weil man eben auch eine dicke Linie machen kann, man kann eine dünne Linie machen, man kann schattieren und man kann Farbe auswählen. Also finde ich dann einfach die perfekte Maschine, was für alles so mehr oder weniger geeignet ist. Die 5.0er, das ist auch die Maschine, die ich verwende. Die ist natürlich eben durch den 5er Stroke sehr stark. Die hat halt einen härteren Schlag. Die Nadelbewegung hat eben 5 mm, wodurch das eben mehr Kraft dahinter ist. So eine Maschine ist jetzt eben für dickere Lines, für schnellere Arbeiten, wenn auch eine schnellere Hand ist, zum Beispiel fürs Blackout füllen oder für größere Farbtattoos oder für Farbtattoos im Generellen, eigentlich sehr gut. Ja, grundsätzlich habe ich euch jetzt verschiedene Stile gezeigt, verschiedene Arten von Nadeln und Maschinen. Ich hoffe, ich konnte euch einen leichten Einblick zeigen, welche Maschine man für was verwenden könnte, welche Nadelart man verwenden kann. Wie gesagt, es ist nur meine persönliche Meinung. Viele Artists verwenden eben verschiedene Nadeln zu verschiedenen Zwecken oder es ist jetzt nicht gerade typisch, wie verschiedene Nadeln verwendet werden. Wie beispielsweise bei mir, die Magnum zum Linienstechen ist gerade nicht so typisch. Aber es gibt halt eben solche Techniken auch. Also bitte, es ist nicht pauschalisiert, was ich jetzt gesagt habe. Es ist mehr so einfach nur ein Einblick, wie man etwas machen könnte. Bevor wir wirklich zum Tätowieren kommen, zum ganzen Prozedere, zum ganzen Prozess, müssen wir uns logischerweise mit dem Kunden einigen, wegen Tattoo-Design, Stelle besprechen und so weiter und so fort. Das machen wir in anderen Modulen und haben wir schon gemacht, wenn ihr es schon gehört habt. Also wie gesagt, wir werden uns jetzt auf das konzentrieren, wo wir dann wirklich das Tattoo starten. Also das Design ist eben von mir aus gesehen der wichtigste Teil des Tattoos. Da ist halt einfach das Um und Auf. Also wie gesagt, ohne Design gibt es kein Tattoo. Also deswegen möchte ich euch nur kurz zeigen, einen Einblick zeigen, wie das eben funktionieren würde. Wie gesagt, wir haben den Unterarm. Ich habe dazu jetzt bei Procreate bereits einen Arm eingeblendet. Wir werden es jetzt so machen, dass wir eben, ich füge mal ein, ich habe jetzt eine Grundstruktur gemacht. Da ist unsere Vorlage, also das ziehe ich mal weiter nach oben. Also unsere Vorlage von Trafalgar Law, die habe ich eben aus Google rausgenommen, ist von Anime eben. So kann ich sehen, welche Augen hat er, welche Kleidung trägt er gerade. Wir wollen eben diese Kleidung jetzt gerade bei diesem Tattoo auch haben. Wo sind die Farben und wie schaut es ungefähr aus? Also, ich habe jetzt ein ganz minimalistisches Grundgerüst gemacht. Hier habe ich jetzt den Mittelteil dieser Linie ein bisschen leicht verschoben, weil ich habe auch die Mütze dazu gezeichnet, also auch jetzt diesen Ball gemacht. Das Gesicht soll leichter gewinkelt sein, deswegen ist unsere Mittellinie auch weiter unten. Und nur, damit ihr versteht, um was es da jetzt auch wirklich geht. Von der Hand habe ich einfach selbst ein Foto gemacht von der Hand oder auch so kurz gehalten, dass ich einfach so ungefähr ein Bild habe. Habe jetzt ungefähr die Hände so gehalten, dass ich ein Bild habe und davon wirklich nur einen leichten Sketch gemalt, wo ich jetzt wirklich nichts ausgearbeitet habe oder sonst irgendetwas. Deswegen nur mal, um zu sehen, ob die Proportionen überhaupt stimmen, weil zuerst sollen mal die Proportionen stimmen, bevor man wirklich das ganze Motiv ausarbeitet. Ebenen. Wir haben hier jetzt ein paar Linien hinzugefügt. Das heißt, wenn wir die jetzt auch wieder schwächer ziehen, einfach die Deckkraft runter, dann kann ich euch nochmal zeigen, von was wir eben reden. Also, diese Linien hier bei der Seite, das sind die Einkantungen. Hier, wir haben ja nicht einen komplett runden Kopf, also ein komplett rundes Gesicht, sondern wir haben hier die Einkantungen. Grundsätzlich eben, diese sind eben hier. Dann, wo wir auch geredet haben,
um euch das nochmal zu zeigen, wir haben hier eben den Haaransatz, den Mittelstrich und das Kinn. Ihr könnt euch auch da nochmal denken, okay, jedes dieser Teile mit der Nase jetzt unten ist 1/3. Wie gesagt, es ist leicht verschoben aus dem Punkt, weil wir eben den Kopf leicht nach unten gewollt haben. Aber auf jeden Fall teilen wir den Kopf in 1/3 ist eben von Haaransatz bis zu den Augenbrauen circa. Von den Augenbrauen bis unter die Nase ist das nächste Drittel und unter die Nase bis zum Kinn ist das nächste Drittel. Also ein menschliches Gesicht ist ungefähr so aufgebaut. Deswegen auch das ist eine coole ein Hilfstipp oder sowas, wo man jetzt wirklich sagen kann, okay, das kann ich mir ungefähr merken, gerade Perspektive, gerade ausschauend, kann man eben den Kopf in jeweils 1/3 einteilen. Also bam, bam, bam. Wir haben hier eben die Augenbrauenlinie, was eben die Mittellinie im Normalfall ist, wie gesagt, ein bisschen gesenkt. Wenn wir jetzt von der Augenbraue hier ausgehen, schauen wir ungefähr den gleichen Abstand von der Mittellinie eben zu nehmen, von zur Augenbraue hin. Wir setzen eben das Auge in der Mitte. Nur mal die Pupille setzen, wir müssen jetzt nichts Spannenderes draus machen. Die Pupille, wenn sie jetzt gerade ausschaut, ist im Normalfall mit einer senkrechten Linie zu dem Mundwinkel hin. Also der Mund könnte rein theoretisch von da bis daher gehen. Werden wir dann auch so machen. Und dann haben wir eben hier, wie gesagt, die Seitenstriche, die eben den Kopf einteilen. Und das Ohr kann man so sagen, man kann es direkt an der Augenbrauenlinie anfangen, leicht erhöhen und dann einfach runter. Sollte dann circa zwischen Nasenspitze und Augen sein. Also man sieht hier einmal den Punkt und den Punkt circa gleich lang hier und hier. Also, jetzt einmal haben wir eine Grundstruktur drinnen. Ich habe dann jetzt noch eine Ebene mit eingeblendet, wo man jetzt wirklich nur nochmal die Charakterzüge leicht schon von Law eben mit einbringen. Also heißt, ich habe jetzt die Mütze, das Schild eben angepasst. Ich habe das jetzt versucht, so ungefähr darzustellen eben. Man sieht, die Mütze geht recht weit runter bis zu den Augen hin. Habe das dann jetzt angepasst. Habe seine Nase eben eingezeichnet, das Kinn und das Hemd, was er dann trägt, sowie eben hier den Halsansatz. Also wie gesagt, Fingernägel sind jetzt auch angezeichnet. Das ist mal mein Grundkonzept. Hier kann ich jetzt schon kontrollieren, ob die Proportionen eben stimmen. Von mir aus gesehen, es passt gut zum Arm hin. Hier haben wir eben die Kugel, die Hand haben wir oben auf den Unterarm. Es ist jetzt nichts verschoben oder sonst irgendwas, es ist ein kompaktes Design. Das Gesicht ist auch gut zentriert und alles. Also wie gesagt, da würde ich dann jetzt sagen, okay, es passt vom Grundkonzept her, von der Grundstruktur her. Dann würde ich eben weitergehen zu einem Sketch. Also einfach mal versuchen, mein Bild eben darzustellen. Also wenn wir jetzt von den Augen ausgehen. Muss nicht mega im Detail sein. Aber ungefähr könnt ihr das eben so machen, zu schauen, ob es dann wirklich auch passt. Ob Law dann wirklich auch so ausschaut oder ob ihr eben etwas umändern müsst. Also wie gesagt, in dem Sinne einfach mal ein paar Sachen mitzeichnen. So, wir können es eben einfach mal so gut kurz durchsketchen, vielleicht auch eben mit einem dickeren Pinsel einfach mal versuchen, ganz schnell irgendwas zu machen, ohne jetzt wirklich auf Details zu achten. Also nur, dass ihr das ungefähr vorstellen könnt. Also so kann man etwas ausarbeiten und eben so kann es dann ausschauen. Ich würde zuerst auch einmal die ganzen Farben, die eben verwendet werden würden, vom Design dann, also vom Trafalgar Law, welches wir auch machen würden, würde ich jetzt nur ganz kurz andeutend machen. Also ich habe das jetzt einmal auch so vorbereitet. Wir haben hier das Grau im Hut, wir haben das dunkle Blau bei den Federn, wir haben das Blau bei der Kugel, dann beim Room. Die helle Hauttönung, das oben. Also wie gesagt, wir haben jetzt einfach mal kurz geschaut. Passt es dann auch? Passt es von den Kontrasten her? Passen die Farben zusammen? Also da kann man jetzt alles mal abschauen. Würde man vielleicht versuchen, eine andere Farbe zu verwenden? Also das einmal so kurz durchdenken. Okay, sind wir dann eben bei dieser Vorlage, dass wir eben einen Sketch gemacht haben, dann und die Farben vielleicht kontrolliert auch schon, also je nachdem, wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich würde den Check zuerst machen, bevor ihr wirklich die Farben dann komplett oder beziehungsweise die Linien und alle Details komplett ausarbeitet. Ich habe jetzt eben da auch nochmal das ganze Design vorbereitet. Ich blende alle Ebenen mal aus.
Und das sollte dann von mir aus gesehen eben also für mich das fertige Design sein. Im Design sind eben jetzt die ganzen Schatten eingezeichnet. Also wir haben hier die ganzen Schatten, die eben verlaufen würden. So, da habe ich mir halt vorher die Gedanken gemacht, okay, wo möchte ich die Lichtquelle haben? Wo kommt das eben hin? Das vorstellen könnt. Also hier ist dunkel und von hier auch wieder. Also wie gesagt, unten Hals, nochmal für den Kontrast, auch wieder dunkel und unten das Hemd auch. Hier beim Hintergrund, bei den Federn, was ihr dann eben auch bei der Farbvorlage seht, wenn ihr das jetzt nochmal so eben im Detail sehen könnt, also mit den detaillierten Linien, sieht man auch eben, dass der Hintergrund, der jetzt hinten besteht, also recht dunkel wirkt. Da könnte man sich dann eben auch überlegen, ob man vielleicht ein rotlastiges Blau, was dann eher schon ins Violettliche leicht geht, mit reinpackt, weil es sich dann besser vom gelben T-Shirt abhebt, also weil eben die Komplementärfarben dann ein bisschen dazu spielen. Wie ihr dann beim Grau macht, ob das Grau nicht eher so ein bisschen beige wirken soll oder ein warmes Grau, weil eben das Blau da dazu kommt. Und das wäre halt eben dann ein Problem, wenn es sich jetzt nicht perfekt abhebt oder sowas in die Richtung. Ebenfalls Hals, Gesicht, Hals nochmal dunkler machen, das ist immer sehr wichtig. Man sollte eben das Tattoo in verschiedene Parteien aufteilen, wo eben die Kontraste dann höher sind. Also beispielsweise Hut dann heller, Gesicht haben wir da dunkler, dann kommt das hellere Gesicht wieder, wo dann eben auch ein Teil der Kugel dunkel wird sein, ein Teil der Kugel hell wird sein und unten die Finger wieder. Also wie gesagt, alles soll so separat sein. Mein Kunde und ich sind mit der Vorlage zufrieden und wie gesagt, ich arbeite jetzt die Farbe nicht immer perfekt aus. Ich möchte nur ungefähr wissen, wie es ausschaut von den Kontrasten her und mache mir dann auch dazu dann nochmal mehr Gedanken, sobald ich die Farbe dann wirklich herrichte. Also sobald ich die eben auch beim Platz vorbereiten in die Farbkappen einfüge. Deswegen nur, dass ihr mal gesehen habt, wie ich eben meine Designs vorbereite. Wir werden jetzt auch gleich übergehen zu der Farbvorbereitung, zu dem Aufbau des Platzes. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt mal zu sehen, so einen kleinen Einblick zu sehen, wie eben die Tattoos vorbereitet werden. Und ja, wünsche euch den gleichen Spaß eben auch jetzt beim Platzaufbau. Okay, dann Handschuhwechsel und wir starten mit den Farben. Also ich habe jetzt in der Zwischenzeit die Farben rausgesucht, die wir alle brauchen für dieses Tattoo. Also auf jeden Fall habe ich eben bei meinen Tattoos immer so geplant, dass es verschiedene Stärken sind, nochmal einen Kontrast besser darzustellen, also in dem Sinne leuchtende Farben und eben auch eher matte Farben, so ein bisschen ins Pastellmäßige gehen. Also ich mische gerne die Töne mit Grau ab, die eben in den Hintergrund gehören oder beziehungsweise die Sachen, die jetzt nicht so rausstechen sollten, die tue ich gerne ein bisschen mit Grau abmischen, dass die eben besser, dass die Hauptmotive oder die Hauptsachen eben besser rausstechen. Ich würde einfach sagen, dass wir mit dem eigentlich schon beginnen können. Also hier mit den kalten Tönen, mit dem Blau, der gezeichnete Kreis, der sich dann so über das ganze Bild bewegt, den werde ich eher leuchtender machen und hier den Mantel, den er hat, werde ich dann nicht in die gleiche Tönung setzen. Das heißt, hier beispielsweise würde ich dann eben das Grau mit beimischen und ich habe mir gedacht, eben nochmal einen extra Kontrast zu bilden, leicht violettlich machen. Also dadurch, dass das jetzt eben so ein dunkler Federmantel sein sollte, ist es komplett egal, ob man jetzt ganz leicht von der Farbe abweicht, weil es dann im Endresultat einfach besser ausschaut. Also deswegen werde ich jetzt mal eben die Grundtönung für den Mantel vorbereiten. Die mache ich aus den beiden Farben. Ich mag die Farben sehr gerne, weil sie eben den leichten Violett-Touch haben, aber trotzdem irgendwo noch im Blau sind. Also deswegen bei denen immer gut schütteln, Farben immer gut schütteln, also wenn die mal kurz gestanden sind. Fülle es bis zur Hälfte, da ich ja eben dann noch zusätzlich das Grau mit hinzumische, um es eben dann weniger leuchtend zu machen. Dann kann ich eigentlich noch mal mit dem leicht gehen. Ganz ein bisschen rein. Und jetzt komme ich eigentlich schon zum nächsten Ton, zum helleren. Da auch wieder, was wir hier jetzt ein bisschen gefüllt haben, nochmal leicht dazu, eben ein bisschen heller zu machen, ein bisschen die Tönung schon zu bekommen, eben wenn wir dann die Übergänge machen, dass eben die einzelnen Farben immer wieder enthalten sind. Also ich finde das sehr wichtig, dass eben man kann aus 2 Tönen eigentlich einen ganzen Übergang machen. Viele verwenden eben dann beispielsweise, sagen wir jetzt so beim blauen Übergang,
keine Ahnung, ganz ein dunkles Blau, dann mittelblau, dann nochmal ein bisschen ein helleres und ganz ein helles Blau. Funktioniert auch, aber da ist es halt oft so, dass die Töne nicht perfekt ineinander passen. Heißt, es könnte sein, dass vielleicht ein Blauton leicht mit Grün abgemischt ist oder dass das Grünpigment mehr enthalten ist, dass es eben ein bisschen ins Türkis geht. Beim anderen ist vielleicht ein leichtes Rotpigment hingemischt, dass es eher ins Violettliche geht. Und so hat man halt die Sicherheit solchen Tönen, dass man dann wirklich also ein perfektes Ergebnis bekommt für einen schönen Übergang. Und dann mache ich wirklich nur mal ein paar Tropfen rein, den ich dann verwende für den hellsten Ton. Den dunkelsten Ton nehme ich das Wall Grey, das ist sehr ein dunkles Grau, also ähnelt fast schon schwarz, aber es ist immer noch grau und das funktioniert auch wirklich so, es ist eher blaupigmentlastig, dieser Grauton, aber funktioniert extrem gut eben für sowas jetzt abzumischen. Den verwende ich jetzt für den dunkelsten Part. Dann haben wir Ninja Smoke, das ist jetzt ein helleres Grau, zum anderen jetzt, und eben auch eher blaulastig. Das werde ich jetzt verwenden für den zweiten, also für den dritten dunkelsten Ton oder den zweiten dunkelsten Ton. So. Ich habe es euch vorher schon angeteasert, dass wir den Holzmundspatel aufbewahren. Also eben aus dem Grund, es gibt so kleine Werkzeuge zum Mischen oder auch jetzt mittlerweile Platten, wo man nur mal den Farbtegel raufstellt und also die Farbkappe raufstellt und das mischt dann von alleine durch Vibration und so. Ich bevorzuge es mit einem Holzstäbchen. Aus dem Grund, weil ich immer herumspritze mit dem kleinen Werkzeug, also wenn es sich dreht, mit dem kleinen Motor, spritze ich überall herum mit der Farbe. Und das nächste ist, wenn der Ton nicht ganz passt, dann kann ich immer noch von einem Ton leicht was rübernehmen. Also wie so mit einem kleinen Löffel einfach rüberziehen. Also Mitte durchbrechen. Und dann fange ich mal mit dem hellsten Ton an zu mischen. So, Farben sind gemischt. Also man sieht, wir haben jetzt ganz einen dunklen Ton, der eben das Blau-Grau, also alle jetzt im Blau-Grau, ganz einen dunklen Ton. Dann haben wir einen helleren, nochmal einen helleren und den hellsten dann eben auch. Und von mir aus gesehen, eben so einen Übergang zu schaffen. Es sollten eben zwischen den Tönen ein hoher Kontrast auch irgendwo enthalten sein. Auch dadurch, weil man eben dann noch zusätzlich hier mit dem hellsten Ton leicht in den zweithellsten Ton eindunkeln kann. Man kann ein bisschen herumspielen und kriegt dann nochmal einen weiteren Ton. Wie gesagt, von mir aus gesehen sind 4 leicht genug. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Also wir haben jetzt einen Mantel gemacht und wir könnten dann rein theoretisch, weil wir eh schon beim Blau sind, könnten wir gleich die Kugel und den Wind, der eben von der Kugel aus geht, mit dazu machen. Zusätzlich habe ich hier auch die Funken, die kleinen Lichtreflexe, die würde ich eben auch in Blau machen. Und das würde ich alles leuchtend machen. Das heißt, wir nehmen da kräftige Farben, die nicht jetzt mit Grau abgemischt werden, sondern dass sie eben herausstechen, dass das eben Fokus ist, weil auch die Lichtreflexe hier, die Funken, die werfen dann ein Licht auf den ganzen Charakter. Und es soll eben dabei eben eine Rolle spielen, dass es eben stärkere Farbe ist. Dann nehme ich von dem noch ein wenig, um eben den nächsten Ton zu kreieren. Wie gesagt, da ist wieder das gleiche Prinzip. Leicht mit den Farben schon ein bisschen herumspielen, schon im Vorhinein, um dann nicht das Problem zu haben, dass eben die Töne zu krass voneinander abweichen. Von mir aus gesehen wäre auch sonst der Kontrast, wie man hier sieht, wenn es noch nicht gemischt ist, ist der Kontrast fast schon zu hoch zum nächsten Ton. Das heißt, wie gesagt, hier einfach mal herumprobieren, auch wieder. Ich werde jetzt den Ton wieder verwenden und den dann abmischen mit dem hellsten Ton, den wir dann auch brauchen. Also nicht zu viel rein wieder. Also ich mache jetzt nur den Boden bedeckt, ein bisschen mehr. Einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, das Blaupigment ist einfach ein starkes Pigment. Und wenn wir das jetzt aufhellen wollen, braucht man nicht viel von der Farbe selbst. Und jetzt würde ich hier mit einem sehr hellen, also Snow Willow Blue heißt das, das ist sehr ein helles Blau, mit dem würde ich jetzt eben in den zweithellsten Ton nochmal reinkommen und dann eben dieses als Einzelton verwenden. So, wenn man jetzt so die Farben anschauen würde, sind es halt sehr viel unterschiedliche Blautöne. Deswegen, das habe ich auch vorhin gemeint, hier haben wir einen leichten Türkisstich, also es ist ein leichtes Grünpigment mit drinnen. Hier haben wir wirklich
ein stechendes Blau und hier eher ein abgeschwächtes Blau. Also eher in die Richtung Grau. Das in dem Fall, wie gesagt, diese 3 Töne so zu kombinieren, nur mit Einzelbecher, ohne jetzt vorher abzumischen, finde ich dann schwierig, während der Tattoo richtig gut umzusetzen. Wenn man es aber jetzt eben, wie gesagt, immer einen Teil von der anderen Farbe mit reingegeben hat, dann wirkt es wieder ganz anders, sobald wir es gemischt haben. Das seht ihr dann jetzt gleich, wenn wir das jetzt alles abmischen. Hier, es ist wieder perfekte Tönung, die man eben gut zum Übergang nutzen kann. Es ist ungefähr das gleiche Verhältnis wie unten von den Tönen, also von der Helligkeit. Das sind jetzt die kräftigen Farben, die weniger kräftigen Farben, eben die kälteren. Ich würde jetzt übergehen zu dem Hut. Wir werden aber beim Hut es so machen, dass wir einen leichten Grünstich ins Gräuliche mit reingeben, also so ein leichtes Beige fast schon. Ich will es jetzt nicht ein warmes Beige machen, weil eben dadurch, dass das Blau der Kugel das Licht reflektiert, dass hier Funken sind, die blau sind, die Kälte ausstrahlen, möchte ich jetzt nicht, dass der Hut jetzt mega warm ist. Aus dem Grund, weil es halt einfach zu der Stimmung nicht passen würde. Auch so warme Karamelltöne oder sowas sagen was Freundliches aus. Und ich möchte es nicht freundlich haben. Also beim Hut ist generell alles sehr hell, bis auf die schwarzen Flecken oder beziehungsweise ja, dunkelbraune Flecken. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht extrem dunkel starten. Das heißt, wir brauchen nicht wie hier mit fast schon schwarzer Farbe starten, also mit sehr, sehr dunkler Farbe starten. Hier ist es eigentlich, genügt es aus jetzt für die Grundbasis des Hutes, dass wir eben mit der Tönung starten würden. Deswegen, die würde ich dann auch nochmal aufhellen. Okay. Die sind jetzt abgemischt. Jetzt fällt mir aber auf, beispielsweise, dieser Ton und dieser Ton passen nicht ganz zusammen mit den 2 anderen. Es wirkt auch schon wie ein Hautton fast schon, also wie ein heller Hautton, den er selber besitzt, und das möchte ich ja logischerweise vermeiden. Es soll ja ein Kontrast dazwischen sein. Es soll ja nicht, der Hut nicht abstehen vom Gesicht dann beispielsweise. Für sowas dann bräuchten wir leichtes Blaupigment. Also, wenn wir jetzt etwas Warmes haben, versuchen wir es kälter zu machen. Und da, wo wir schon vorhin geredet haben, dass Grau eben Blaupigment enthalten hat, würde ich eben jetzt einfach mal auf Grau gehen. Also wenn noch was rauskommt. So. Und da gehen wir nochmal dunkler. Okay. Schauen wir es uns an, wie es ausschauen wird. Ich habe es jetzt noch ein bisschen abgedunkelt, eben durch das, dass wir das dunkle Grau verwendet haben. Aber jetzt sind halt die Töne auch wieder harmonisch. Also sie passen ineinander, man kann einen guten Übergang machen. Es sind eben die verschiedenen Punkte gegeben, von denen wir geredet haben. Eben, wenn wir sie durch 4 aufteilen, dann haben wir ganz hell, ganz dunkel, die Mitteltöne. Aber auch hier beschränken wir uns eher auf die Tönung. Also den dunkelsten würde ich nicht zu viel verwenden. Nicht bei allem eben von ganz dunkel auf ganz hell gehen, sondern wirklich nur Highlights hell machen, oft teilweise nur die dunkelsten Stellen ganz dunkel machen. Also da sollte man ein bisschen abwägen, wie das ganze Tattoo dann eben auch ausschauen soll. Also welche Farbgebung möchte ich haben. Also jetzt beim Mantel aber schauen, wie hier die Federn, die wir gemacht haben oder sowas, da können wir auch Highlights reinsetzen, die dann auch mit den hellsten Ton gemacht werden. Aber grundsätzlich sollte es trotzdem in den dunkleren Tönen bleiben. Das gleiche wie beim Hut. Es sollte grundsätzlich in den helleren Tönen bleiben, aber wir müssen logischerweise bei Ecken oder bei gewissen Stellen, wo wirklich ein starker Schatten geworfen wird, auch das Dunkelste hernehmen. Aber grundsätzlich eben in den helleren bleiben. Und so schafft man halt einen zusätzlichen Kontrast. Also eben die Graumischungen dabei, hier mal Grau dabei, hier mal die pure Farbe. Die Hauttöne wird dann auch wieder eine pure Farbe, weil es eben auch etwas ist, was eben rausstechen sollte. Das Gesicht soll ja wahrgenommen werden. Das ist ja mit das Wichtigste am ganzen Tattoo. Und deswegen bilden wir durch das schon einen Kontrast. Dann haben wir den Kontrast nochmal von dunkel auf hell sozusagen. Also wir haben jetzt wirklich so alles Unterteilungen. Hell, dann hier im Gesicht Hälfte dunkel, hell, dann fängt es wieder ganz hell an, wird aber wieder dunkler werden und dann wieder dunkel. Also wir haben so genau die Abtrennungen von den einzelnen Parteien, die wir eben im Tattoo rausstechen lassen wollen. Wie gesagt, es können auch dunkle Sachen hervorstechen und müssen nicht zwingend hell sein. Also beispielsweise, wenn wir, sagen wir einfach, eine schwarze Kugel machen und außenrum leicht
Schattierung setzen, dann ist trotzdem die schwarze Kugel im Fokus. Also heißt nicht, dass die hellen Töne eben den Fokuspunkt ziehen, sondern es ist einfach so, dass es trotzdem der Kontrast gegeben sein muss und man dann das Auge auf die Punkte schwenkt, wo sie eben die Punkte, die wichtig sind. In solchen Fällen vielleicht, wenn ihr eine Tattoo-Vorlage macht oder sonst was, bereitet euch die Vorlage in Graustufen vor und schaut einmal, okay, wie verhält es sich eben, wenn ich jetzt nicht Farbe steche, wie verhält es sich in Graustufen, wie schaut es dann aus, ist der Kontrast gegeben? Muss man irgendwo vielleicht dünkler gehen, muss man irgendwo vielleicht heller gehen oder sowas. Wo ein Highlight setzen oder so, sonst in der Richtung. Also es ist halt wichtig, nicht nur auf die Farben zu gehen, nicht nur Farbkontraste zu bilden, wie beispielsweise, bestes Beispiel ist mit den Komplementärfarben, mit den Gegensatzfarben, dass man da einen Kontrast bildet. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen stechend blauen Mantel, machen den Hintergrund orange. Logisch wird der Mantel sich abheben, da sich die zwei Farben beißen. Aber im Endeffekt können wir davon ausgehen, es wird halt, wenn beides leuchtend ist, beides in der gleichen Tönung ist, es hebt sich zwar ab, aber es schaut halt nicht gut aus. Passt. Also man sieht, jetzt haben wir alle Grundtöne vorbereitet. Jetzt würde ich nochmal ein paar einzelne Töne noch zusätzlich hinzufügen. Also ich finde, es ist immer gut, weiß extra zu haben. Also weiße Farbe nochmal extra zu haben, um eben herumzuspielen, wenn etwas nicht hell genug ist oder auch wenn ich das pure Weiß brauche oder sowas. Okay. Wenn ich noch irgendetwas brauche, das wäre in dem Fall für mich jetzt wichtig, wäre einmal auch noch ein zusätzliches Grau zu haben. Also ich brauche das Grau jetzt sowieso für die Augen, aber halt dann nur ein pures Grau nochmal würde ich gern haben, für das, dass ich gegebenenfalls nochmal die Farben abschwächen könnte. So, dann haben wir noch einen Ton, den ich sehr sehr wichtig finde, und das war eben jetzt ein leuchtendes Blau. Ein zusätzliches leuchtendes Blau zu denen, die wir schon haben. Noch so einen Ton vorbereiten, aus dem Grund, weil, wenn ich jetzt hier helle Hautfarbe steche oder beim Hut steche, es ist ja eine Beleuchtung. Die Beleuchtung geht von unten nach oben. Und dann möchte ich eben, dass im Hut auch irgendwo das Blaue enthalten ist. Und wenn ich dann mit den Farben vom Hut mit ins Blau mische, kann es halt sein, dass dadurch das pure Blau jetzt einmal, das leuchtende Blau verschmutzt wird und ich nicht mehr diesen Effekt erziele, wie ich ihn haben möchte. Deswegen richte ich noch ein Blau her, was ich dann verwende, um eben Lichtreflexe zu machen. Und dann fehlt uns eigentlich nur mehr die wichtigste Farbe und für mich aus gesehen, und das ist schwarz. Okay, das Stencil ist gedruckt, Handschuhe gewechselt und wir werden uns dann aufmachen, aufzudrucken. Also, wir haben hier das Motiv. Es ist am besten, wenn man wirklich den Stencil so gut wie möglich abschneidet, dass nicht zu viel Papier, nicht nötiges Papier eben auf der Vorlage nach oben sind, weil dadurch ist es schwieriger, dann an die Körperunebenheiten anzupassen. Also auch unwichtige Stellen, wie hier beispielsweise beim Mantel, wo nur ein paar Federn sind, habe ich eingeschnitten, damit es auch dann besser nochmal auf die Haut angepasst werden kann. Also, wir fangen damit an, die Haut zu reinigen und zu rasieren. Also, ich verwende zum Rasieren generell einen Schaum, dadurch, dass die Haare einfach nicht überall herum hüpfen oder dass man dann im Studio den ganzen Dreck von den Haaren hat. Also deswegen einfach mit dem Schaum, wie Rasierschaum fast schon, einmal eincremen. Am besten gegen die Haarwurzeln. Dadurch, dass es halt einfach viel sanfter noch wird, die Rasur, sind keine lästigen Stoppeln noch über sind, die dann vielleicht beim Tätowieren stören. Aber jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über und das wäre eben die Haut zu desinfizieren. Also dabei müssen wir auch eine Hautdesinfektion verwenden, die eben im jeweiligen Land gelistet ist, die eben auch erlaubt ist für den Tattoo-Gebrauch. Wir haben die Hautdesinfektion jetzt von Melissodol, wir haben sie nur umgefüllt auf andere Flaschen und reinigen damit jetzt mal die Haut. So gut nass machen, um eben die Fettrückstände, die von der Haut abgesondert werden, noch wegzubekommen. Dadurch hast man ein besseres Stencil-Ergebnis und es hält einfach besser. Also auch dann mit ständigen Reiben, Abputzen bleibt das Stencil einfach besser, wenn eben die Haut dementsprechend gut gereinigt wurde. Passt.
Jetzt im nächsten Schritt müsste natürlicherweise der Kunde oder die Kundin aufstehen, um eben das Tattoo perfekt anzupassen an die Körperstelle. Wir machen es gerade nicht aus dem Grund, weil man sonst das ganze Setup von der Kameras einfach umstellen müssen. Also bitte verzeiht es, aber im Normalfall der Kunde, die Kundin soll locker stehen, gerade ausschauen, in der normalen Körperhaltung. Beim Unterarm macht es jetzt nicht einen großen Unterschied, beziehungsweise wir werden es auch nachher nochmal kontrollieren, ob es auch wirklich passt. Gegebenenfalls auch dann nochmal im Stehen aufkleben. Nur zum Demonstrieren machen wir es jetzt im Sitzen. So, gut eincremen. Es ist je nachdem abhängig, welchen Stencil Stuff man benutzt, also welche Lotion man benutzt. Also gewisse muss man fester eincremen, die muss man wirklich in die Haut reindrücken. Bei anderen ist es aber oft so, dass es noch eher flüssig sein sollte. Das hängt davon ab, welche Marke man benutzt. Also da einfach mal selber probieren, wie es denn am besten hält. Gut, dann nehmen wir die Schablone. Man kann sich jetzt noch Zeichen einmachen, zum Beispiel die Mitte vom Arm, Mitte hier, Mitte da. Ich mache es jetzt nicht, aber ich kann es euch dann zeigen, wie es dann ausschauen könnte. Da das Motiv eben nicht perfekt symmetrisch ist, gehe ich mehr auf den Winkel, wo das Gesicht am besten positioniert ist und nicht eben auf den Faktor, dass ich sage, okay, ich möchte es genau mittig des Arms haben. Okay. Jetzt mit dem trockenen Tuch einfach nochmal andrücken, dass wirklich alles oben ist, dass die Schablone gut klebt, dass es nicht sofort wieder runter geht. Gut, kurz eingetrocknet ist es. Man sieht ja jetzt schon, wie es dann ausschauen wird. Für mich passt es so, ich bin so zufrieden und dann ziehen wir es runter. Hier in dem Sinne ist es aber trotzdem wichtig, einmal alles abzuchecken, einmal alles abzukontrollieren, weil das Problem in solchen Fällen beispielsweise ist, dadurch, dass wir hier eine größere, den Kopf bei der Mütze einen größeren Bereich haben, so eine Abrundung und der Arm recht schmal unter Anführungszeichen ist, verbiegt sich das Ganze so leicht wie zum Fisheye, wie so nach unten und es wirkt halt jetzt, der Hut wirkt höher als jetzt auf der Standardvorlage. Wenn man das vergleicht, wir haben hier die normale Schablone und die wirkt halt nicht so hoch, dadurch, dass die Breite nicht abgeschnitten ist oder beziehungsweise dass es nicht nach hinten verläuft. So wirkt halt im Extremfall der Hut viel, viel höher. Deswegen werde ich jetzt auch noch händisch nochmal das ausbessern. Wie gesagt, wir werden nochmal kurz alles durchkontrollieren, ob die Proportionen stimmen, weil es sich eben, sobald es auf dem Körper ist, noch leicht verändern kann. Und wir lassen es jetzt 15 Minuten trocknen. Ich würde es immer raten, 15 Minuten, 20 Minuten trocknen zu lassen, damit man einfach danach schneller ist. Also wenn man wirklich jetzt bei den Linien arbeitet, beispielsweise, oder auch in Realismus ohne Linien und man wischt dann immer drüber und das verwischt oder beispielsweise das Stencil löst sich, dann ist es halt nochmal mehr zeitintensiv, wie wenn man wirklich am Anfang einfach die 15, 20 Minuten wartet. Auf jeden Fall war es das mit dem Aufkleben und wir können dann gleich direkt nach dem Trocknen starten mit dem Tätowieren. Also, Stencil ist getrocknet, wir fangen jetzt an zum Tätowieren. Wie bereits in einem anderen Kurs schon besprochen oder in einem anderen Modul schon besprochen, fange ich im Normalfall mit den Bloodlines an. Dieses Tattoo soll heute fertiggestellt werden, also deshalb benutze ich kein Greywash für die Bloodlines, sondern ich arbeite wirklich nur mit der reinen Nadel. Viele benutzen dabei auch Wasser. Ich arbeite aber nur mit der Rötung der Haut, aus dem Grund, ohne Wasser eben, weil mir sonst das Stencil leichter verwischt. Und der zweite Grund ist einfach, mir kommt vor, die Haut wird leichter, ein bisschen stärker gerötet, durch das, wenn ich kein Wasser verwende, und dann sehe ich die Bloodlines dann im Endeffekt besser. Auf jeden Fall, ich starte meistens von unten nach oben, jetzt bei den Linien. Sobald ich die Farbe dann anfange, von oben nach unten. Das ist der Grund deshalb, weil ich mit dem Abwischen, wenn ich jetzt unten starte, immer nur den Teil berühre oder abwische, der dann auch schon tätowiert worden ist. Also, wie gesagt, fangen wir mal an. Ich habe jetzt für die Linien habe ich Sigma Capillary Needle
0,30 vom Cheyenne und Sigma Roundliner 0,30 Capillary. Und mit dem richte ich jetzt einfach mal schnell die Kleinigkeiten ein, wo ich eben Schatten habe, wo Linien sind oder beziehungsweise Abtrennungen, wo ich keine Linien haben möchte. Danach im Endresultat. Also da sollen wirklich nur die Farben den Unterschied machen oder den Kontrast oder beziehungsweise das Bild teilen. Die Nadel dünner ist als wirklich die Linie des Stencils, versuche ich da eben entweder den Rand innen oder den Rand außen zu verwenden für die Linie, dass ich da eben immer den gleichen Abstand habe. Wenn ich den Mittelteil der Linie verwende, dann kann es eben sein, also der Stencil ist im Mittelteil, dann kann es sein, dass die Linie leicht schwankt oder dass sie eben nicht mehr genau so vorbereitet ist, wie ich sie eben gern haben möchte. Deswegen eben in dem Sinne mache ich den Außenteil der Linie. Die Maschine, die ich verwende, ist eine Unlimited Solnova 5.0, also 5er Stroke mit sehr einem harten Schlag. Die Voltzahl habe ich circa auf 6 Volt reduziert, um eben jetzt nur die Einritzungen zu machen. Danach werde ich eben mit einer höheren Voltzahl arbeiten, aber jetzt gerade reicht das vollkommen aus, weil ich möchte nicht die Haut zu stark verletzen während den Bloodlines. Wie gesagt, die Bloodline ist einfach nur dazu da, dass das Stencil noch vorhanden ist, auch wenn man danach mit der Farbe begonnen hat, weil sonst würde alles wirklich verwischt sein und die Farben würden nicht mehr sichtbar sein. Oder beziehungsweise der Abdruck würde nicht mehr sichtbar sein, sobald man mal mit den Farben angefangen hat, weil einfach zu viel abgewischt wird, zu oft, und das hält kein Stencil aus. Okay. Passt. Also, wir können jetzt von mir aus gesehen mit dem Schwarz beginnen. Also im Normalfall benutzt man für Linienstechen Liner. Ich mache das aber nicht. Also ich mache nur für ganz minimale Details, benutze ich auf den Liner, sonst im Normalfall benutze ich Magnums. Ich habe jetzt eine Soft Edge Magnum 09, also 0,35, also 0,35 Durchmesser, und eine Capillary auch, und mit der werde ich jetzt die Linien ziehen. Generell hier der Bereich der Hand, der ist im Vordergrund. Im Vordergrund soll nochmal von mir aus gesehen dickere Linien herrschen, da einfach der Bereich eben nach vorn gezogen ist. Das Verhältnis zum Kopf beispielsweise ist weiter hinten. Ich meine, der Kopf ist immer noch eine Hauptlinie, deswegen soll die auch dann im Vorschein sein oder beziehungsweise präsent sein. Aber die Hand ist halt nochmal weiter vorne. Deswegen würde ich die minimal nochmal dicker machen, wie den Rest jetzt, der eben hier zum Tätowieren ist. Also ich fange einfach mal an, mit der Magnum eben zu tätowieren. Wie gesagt, immer noch 5er Stroke. Ich mache aber die Geschwindigkeit nach oben. Also ich tätowiere nun circa auf 10 Volt. Für die Linie mit der Magnum. Ich fange auch erst jetzt an mit der Vaseline. Wie gesagt, ich möchte eben die Hautirritation mit den Bloodlines ein bisschen höher halten. Einfach nur aus dem Grund auch, damit diese dann gut sichtbar sind. Von Linien fahre ich nach vorne, zurück und benutze die Magnum sowie einen Kalligrafiepinsel. So dadurch, dass es eben den besenartigen Aufbau hat, oder wie ein Pinsel eben den Aufbau hat, kann man eben ganz dünn bis ganz dick gehen. Und beim Gelenk ist das sehr schmerzhaft auch, also tut mir leid. Da eben auch aufpassen beim Tätowieren, da kann schnell mal ein Blowout passieren. Haut gut spannen. Ich sage immer mit dem Dreier-System, einmal hier, einmal Finger, einmal Daumen. Wie gesagt, immer gut die Haut spannen. Wenn man nicht sicher ist, dass die Linien einmal gezogen werden kann, absetzen und dann eben nochmal vorsichtig reinkommen
und schauen, dass man eben auch die Linie trifft. Deswegen auch vorher gut abputzen, um eben solche Hindernisse oder beziehungsweise solche Schwierigkeiten, die Linie nicht zu treffen, zu vermeiden. Mit verschiedenen Liniendicken ist es halt auch sehr angenehm zu arbeiten, weil wenn man mal die Linie nicht ganz trifft, kann man so ein bisschen dicker machen und kann es so leicht ausbessern. Also kleiner Tipp. Dann kommen wir zur nächsten Seite hier. Dabei den Arm einfach genau so leicht halten. Wir haben hier dann den Mantel. Ich würde nicht versuchen, komplett die gleiche Stärke von Linien zu machen wie bei der Hand. Das soll ja nicht jetzt im Fokus stehen, das soll nicht mega rausstechen. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch etwas mit Liner. Im Normalfall nehme ich ein dünnere Magnum, aber ich möchte euch eben das auch zeigen, wie man mit dem Liner eben die Sachen machen kann. Weil eben der vorwiegende Teil wahrscheinlich Liner benutzt. Auch hier, jetzt haben wir eine Spitze und der Mundwinkel geht dann nach hinten. Da wirklich ganz vorsichtig antatschen, dann erstmal drücken, Nadel ein bisschen schief halten und den Mundwinkel machen. Leicht verdoppeln und wieder auslaufen lassen. So haben wir ganz spitzig bis hin zu einer dicken Linie vom Mund jetzt. Ebenfalls auf der anderen Seite ganz spitzig anfangen, nicht drücken, 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 auslaufen lassen. Kontrollieren. Okay, da gehört es ein bisschen dicker, Doppellinie und wieder auslaufen lassen. Auch hier bei den Augen nicht Angst haben, dass es zu dick wird. Ganz ehrlich sagen, es schaut besser aus, wenn ein bisschen eine dickere Linie ist bei den Augen. Dadurch, dass hier die Wimpern dabei wären und sowas. Im Anime aber nicht die einzelnen Wimpern gemacht werden. Schaut es halt einfach besser aus. Wenn es ein bisschen dicker ist, stechen auch die Augen nochmal mehr raus. Dann schwarze Augenbrauen. Da einfach runterkommen. Auch hier nicht perfekt gerade Linie, perfekt hinter am Kreis machen. Beim Hut jetzt eben Ausfall besteht und es eigentlich teilweise kontraproduktiv wäre, so zu arbeiten. Es soll auf jeden Fall eine Linie sein, also eine scharfe Linie, aber halt nicht gerade einfach gezogen. Also die Schärfe muss schon vorhanden sein, das ist immer wichtig. Dass etwas scharf ist, wenn etwas ausgefranst wirkt, wirkt es gleich mal schlampig. So, da auch nochmal kontrollieren, wenn ihr nicht mit der Magnum zum Beispiel sicher seid oder so, mit den Liner nochmal nachziehen oder eben, wenn ihr Round Shader benutzt, solche Linien, und einfach nochmal kontrollieren, ob es nicht ausgefranst wirkt, ob es eben passt von der Positionierung her, wie ihr die Nadel gehalten hat und so weiter. Ja, also alle Linien sind drinnen. Es wirkt jetzt natürlich, hier in dem Bereich wirkt es sehr leer, weil wir nur die Bloodlines gemacht haben. Schaut jetzt nicht von den Linien her recht gut aus. Wir sehen aber die Sachen, die rausstechen sollen. Wir haben die dicken Lines bei der Hand, die nochmal dicker sind wie das restliche vom Bild. Wir haben trotzdem präsente Linien im Gesicht. Das Gesicht soll auch rausstechen. Wir haben mehrere Details deswegen auch. Hier im Hut wird sowieso viel Schwarz dann noch gemacht, sobald wir die Schattierung anfangen. Deswegen ist es jetzt nicht tragisch, dass jetzt nicht viele Linien oben sind. Wir haben es eben jetzt in 4 Teile unterteilt. Erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil, vierter Teil. Und das ist halt auch schon wichtig bei den Linien, schon einen Unterschied zu merken, wo was kommt oder wie was gemacht werden wird. Weil wenn wir alles nur eine Linienstärke hätten, dann würde das ganze Motiv komplett anders ausschauen. Also da hätten wir viel zu viel Sachen, die dann in den Hintergrund geraten, was aber vielleicht wichtig sein könnten. Deswegen, wie gesagt, auch schon mit den Linien überlegen, wie man was machen könnte, um gewisse Sachen herausstechen zu lassen, um eben den Kontrast auch da schon mit Beginn der Linien zu verstärken. Wir werden jetzt kurze Pause machen und dann eben mit den Schwarz beginnen auszufüllen. Nun gut, also Linien sind fertig, jetzt machen wir weiter mit dem Schwarz. Also für das Schwarz benutze ich jetzt eine 0,35er 15er Soft Edge Magnum und ich mache das ganze Tattoo zuerst in Schwarz, also heißt, ich werde jetzt alle Schattierungen in Schwarz setzen, bevor ich eben mit der Farbe anfange.
Ich mache das aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass das Tattoo verschmutzt wird. Wie wir geredet haben oder wie wir gesagt haben, oben im Bereich des Hooters werde ich die Flecken vorwiegend schwarz machen. Ich lasse sie dann auslaufen, auch in den nächsten Ton. Aber ich wollte eben deswegen nur Bloodlines haben, weil sie eben dann auslaufen. Fertig. Also, beim Schattieren oder beim Ausfüllen, ich mache die Nadel recht weit raus. Ich tätowiere gerade wieder mit dem 5er Hub, 5er Stroke und mit 10 Volt. Bei der Farbe generell muss ich sagen, kommt es mir jetzt nicht so wichtig vor, extrem darauf zu achten, dass eben die Schattierungen sehr soft sind. Also überhaupt bei meinem Stil, er soll ein bisschen aggressiver sein. Also meine Charaktere grundsätzlich sind ein bisschen aggressiver. Da schaut es auch nicht schlecht aus, wenn dann die Schattierungen ein bisschen schmutziger sind. Es soll trotzdem irgendwo soft wirken oder eben gesättigt drinnen sein und so. Aber halt, es stört mich jetzt persönlich nicht, wenn es dann oft teilweise, wenn man noch die einzelnen Nadelstreifen sieht, jetzt wenn wir schnell schattieren oder sowas. Beim Schattieren jetzt immer schauen, einmal die Linie ziehen leicht, drinnen bleiben und auslaufen lassen. Es ist eigentlich direkt schon ausfüllen, Haut wieder gut spannen, 3-Punkt-Spannung. Grundsätzlich ist zum Schwarz zu sagen, dass ich jetzt bei meinen Tattoos versuche, bereits das Tattoo so vollständig mit schwarzer Schattierung zu füllen, dass es fast schon fertig wirkt. Also logischerweise fehlen alle hellen Schatten und sowas, aber es sollte halt trotzdem den Effekt erzielen, dass es halt schon nach etwas ausschaut. Also nur die schwarzen oder die Stellen zu schattieren in schwarzer Farbe, die eben auch schwarz gehören, finde ich einfach zu wenig. Weil das habe ich eben auch schon bei den Farben erklärt, beim Mischen, dass für mich schwarz die wichtigste Farbe ist im Tattoo, auch für den Abheilungsprozess, dass das eben dann immer gleich bleibt, egal von welcher Art von Tattoo wir reden. Also Mikrorealismus, Farbtattoo, Realismus, es ist egal, welche Art von Tattoo man macht. Ich finde einfach schwarz ist wirklich der wichtigste Ton und der sollte halt immer zu Genüge überall drin sein. Wenn man selbst, mir hat mal jemand gesagt, von den Kollegen von früher, wenn man denkt, es ist genug Schwarz drinnen, dann sollte man noch mal mehr Schwarz reinhauen. Also, und wenn man sich dran hält, kommt mir vor, ist die Qualität des Tattoos noch mal besser. Wenn ich diesen Bereich hier mache, schattiere, und ich sehe dann, okay, es ist nicht perfekt ausgearbeiteter Bereich, dann halte ich wieder die Nadel schief, die Maschine schief, so dass eben nur ein Bereich der Magnum, der Software Magnum, die abgerundet ist, eben in die Haut reingeht. Also dann haben wir nur den Bereich beispielsweise, der in die Haut reingeht, dieser hebt sich ab und so kann ich halt die Größe der Magnum irgendwo reduzieren, dass ich halt perfekt den Bereich auch füllen kann. Für den Rand jetzt, für die Kante, wieder die Nadel schief halten und nur so auf und ab fahren. So kann man einen guten Übergang schaffen. Und wenn man jetzt schaut, das passt eigentlich gut. Und auch nicht Angst haben vor Schwarz auf Schwarz. Wir haben hier eben die Flecken, die dunkler sind, die schwarz sind. Und wenn man jetzt hier arbeitet, dann funktioniert es trotzdem, Schwarz auf Schwarz raufzufahren. Einfach nur auch aus dem Grund, weil wir ja nicht so hoch gehen, wie die Flecken selber sind. Die Augen hier sollen halt natürlicherweise auch gut rausstechen. Also sind zwar unterm Hut versteckt leicht, aber trotzdem so haben die Augen den meisten Wert in einem Gesicht. Also das soll der Punkt sein, wo man sich drauf konzentriert, wo man hin konzentrieren sollte, um eben auch nochmal das zu verdeutlichen. Okay, hier ist das Auge, rundherum ist dunkel, das Auge ist dann heller. Die Aufmerksamkeit dorthin ziehen durch den hohen Kontrast, der dann kommen wird. Hier haben wir ein Eck, wo eben das T-Shirt
und der Hals sich treffen, auch immer die Ecken schwarz ausschattieren. Also finde ich sehr extrem wichtig, wenn so ein Eck ist, irgendwo einfach eine schwarze Schattierung setzen. Da kann sie schon auch recht dunkel sein. Nicht sparen. Wie eben hier auf der anderen Seite, wo man es besser sieht, auch nochmal einsetzen. Jetzt den Kopf wollen wir sowieso, das Gesicht wollen wir abheben vom Hals. Deswegen auch hier dann versuchen den unteren Bereich, wir haben diesen Bereich des Gesichtes dann heller, deswegen den unteren Bereich jetzt versuchen recht dunkel zu machen, um eben den Kontrast zu erhöhen. So, und dann kann man nochmal von unten die Finger abzusetzen. Gut, dann schauen wir uns an, ob jetzt das Schwarz fertig ist, beziehungsweise ob wir noch irgendwo schattieren sollten. Zum Kontrollieren auch im Aufstehen oder vielleicht auch von einem weiteren Winkel mal alles betrachten. Also mir gesehen passt es so. Und auf jeden Fall, man sieht halt jetzt auch, man erkennt halt auch, dass das Tattoo jetzt schon nur mit den Schwarzschattierungen nicht fertig ausschaut, aber man erkennt alles. Also es ist überall schattiert, sind die dunkelsten Töne gemacht, es sind Einschattierungen, dass man wirklich eben die Abtrennungen haben, Gesicht, generell Körper, Hals, alles. Also da im Endeffekt haben wir wirklich dann dunklere Stellen, wir haben hellere Stellen, wir haben die verschiedenen Punkte. Wie gesagt, das ist halt vollkommen wichtig, generell schon mit den Schwarzschattierungen ein ungefähres Bild zu haben, wie das Motiv ausschauen wird. Wenn wir jetzt wirklich zu wenig Schwarz verwenden würden, dann wäre es einfach, ja, heilt es zu hell ab oder beziehungsweise es ist zu wenig Kontrast nach dem Abheilen. Frisch gestochen gefällt es mir auch besser, wenn mehr Schwarz drin ist. Wie gesagt, einfach nicht Angst haben vor der Schwarzschattierung. Schwarz ist eben von mir aus gesehen die wichtigste Farbe, die man immer verwenden sollte, die verwendet werden muss. Bitte das auch machen und ja, einfach nicht Angst davor haben. Und wir gehen gleich weiter zur Farbe. Nun gut, dann starten wir mit der Farbe. Zuerst wichtig, Nadel sehr gut auswaschen. Also mit dem ganzen Cartridge rein einfach mit Wasser gut abtrocknen, dass eben die ganze Farbe, das ganze Schwarz, was wir verwendet haben, wieder raus ist. Also grundsätzlich fange ich jetzt bei der Farbe so an, dass ich den oberen Teil eben mit dem oberen Teil beginne. Ich würde hier eben mit den dunkelsten Farben jetzt beginnen, die wir verwenden würden. Heißt, hier in den Flecken zuerst mal das dunkle Braun, Grau, was wir haben. Den würde ich starten jetzt eben und das mal einfüllen. Jetzt kleine Kreisbewegungen, vorsichtig. Auch langsam generell die Farbe einarbeiten, dass sie eben zu 100% gesättigt ist. Und drinnen ist Haut super gut spannen. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Oder einer der wichtigsten Punkte. Und eben auch extrem wichtig ist, dass genug Farbe im Cartridge enthalten ist. Also nicht erst nachfüllen, sobald eben zu wenig Farbe oben ist. Oder beziehungsweise sobald eben gar keine Farbe mehr aus dem Cartridge rauskommt, sondern wirklich versuchen, immer wieder nachzufüllen, dass eben der Farbfluss nicht unterbrochen wird, dass die Haut nicht gereizt wird umsonst und einfach nicht in die Stelle reinsticht, ohne jetzt wirklich zu tätowieren. Gewisse Stellen nehmen dann auch teilweise nicht so stark die Farbe an. Da würde ich dann auch versuchen, über das Kreuz optimal zu gehen. Also über das Kreuz zu tätowieren, wie hier jetzt tätowiere ich von oben nach unten. Versuche so aber auch den Übergang zu machen. Ich tätowiere auch in das Schwarz, was bereits gestochen ist, rein. Weil das haben wir ja auslaufen lassen. Und so macht man halt auch einen guten Übergang. Beispielsweise, wie gesagt, jetzt von oben nach unten tätowiert und jetzt einmal noch rüber, um es sicher über das Kreuz eben sicher gesättigt zu haben. Wir können auch teilweise nur Strickbewegungen machen, wie hier jetzt. Wichtig ist nur, dass die Nadel eben immer in der Haut drinnen bleibt und nicht eben bei den Kreisbewegungen, was viele machen, eben rein, raus, rein, raus, rein, raus, so. Sieht man halt schon wieder, dass die Farbe langsam nachlässt, deswegen wieder neu auffüllen.
Wichtig ist auch bei solchen Sachen oftmals, wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin stark blutet, immer wieder mal die Nadel auswaschen. Es kann halt sein, dass die Farbe immer noch flüssig wirkt. Also das passiert sehr oft, wenn eben vielleicht 2 Tage hintereinander tätowiert worden ist oder sowas. Also die Farbe recht flüssig wirkt jetzt beim Tätowieren, aber im Endeffekt hat nur eben die Nadel Blut aufgenommen. Und das Blut verflüssigt logischerweise die restlichen Pigmente, die eben im Cartridge drin enthalten sind. Aber das heißt nicht, dass es noch pigmentstark genug ist, um es dann auch gesättigt in die Haut zu tätowieren. Deswegen da auch immer ein bisschen schauen. Das ist oft teilweise bei Greywash-Tattoos oder beziehungsweise bei Realismus oder sowas in die Richtung. Und da kann man jetzt auch fast schon extra machen, eben um den Übergang dann nochmal feiner zu machen. Aber hier bei Farbe voll gesättigt würde ich es nicht raten. Ja, dass wir hier auch keine Linie verwendet haben, müssen wir schauen, dass es wirklich trotzdem scharfe Ränder hat, dass alles scharfe Ränder hat und nicht, dass es eben so ein bisschen zu flüssig ist oder ausgebrannt oder sonst was. Deswegen da eben auch immer dann mit der Kante von der Magnum herumspielen, nochmal eingrenzen. Das können wir eigentlich auch schon kontrollieren, ob eben die Farbe gesättigt drinnen ist. Mal so anschauen, einmal nass machen. Dann sehen wir da, zum Beispiel ist noch ein leichtes kleines Loch. Da auch. Und die können wir dann nachstechen. Wie gesagt, ich würde es halt auf jeden Fall nass machen, immer wieder abzuchecken, ob das dann auch passt. Weil sonst, ohne eben den nass machen, sieht man oft nicht die kleinen feinen Löchchen. Und dann ist das Tattoo eben, sobald es abgeheilt ist, ja, löchrig. Und das ist auch unser dunkles Tattoo für den Hut, also für die generelle Basis von Hut. Das machen wir jetzt wirklich nur in die Phasen rein, wo wir eben auch schon schwarz gemacht haben. Also nochmal das Schwarz, was schattiert worden ist, einfach komplett mit dem überstechen. Und jetzt auch mit der anderen Farbe mischen. Also mit dem zweitdünkelsten Ton vom Hut jetzt einfach eben einen schönen Übergang zu schaffen zwischen den 2 Tönen, dass man nicht direkt in dem dunklen Ton drin festsitzen und dann nicht zu weit eben den tätowieren und da nicht einen schönen Übergang schaffen können. Deswegen jetzt auch wieder den anderen Ton. In der Nadel ist bereits noch der alte Ton leicht enthalten. Einmal kurz rein und dann passt es schon. Also dann schafft man einfach einen besseren Übergang. Jetzt fahre ich nochmal in den zweithellsten Ton rein. Habe immer noch den zweitdünkelsten Ton in der Nadel und kann so wieder eben einen besseren Übergang schaffen zwischen den Farben. War auch wieder weit in das bereits Tätowierte rein, weil das ist ja nur ausschattiert worden. Dann wieder den Hintergrund oder beziehungsweise den Auslauf wieder rausschattieren und nicht abrupt abbremsen lassen. Jetzt möchte ich rein theoretisch wirklich nur mal helle Töne verwenden, weil wir haben ja irgendwo den Hut vorwiegend weiß. Jetzt haben wir viele Schatten noch eingesetzt schon. Pures Weiß möchte ich nicht verwenden, weil es mir als sehen zu hell ist dann, aber eben so eine leichte Mischung, was wir jetzt eben da als hellsten Ton ausgewählt haben. Bei dem Grau-Grün. Auf solchen Farbtönen ist es halt auch immer recht schwierig, da die Rötung der Haut viel mehr sichtbar ist. Also die Blutung darunter ist halt nochmal stärker, oder beziehungsweise die stärker ist die Blutung nicht, aber die Sichtbarkeit der Blutung ist nochmal intensiver, deswegen ist es recht schwierig zu sehen, ob die Farbe dann auch wirklich drinnen ist. Aber auch da, wie gesagt, versuchen die Farbe wie alle anderen Farben langsam, vorsichtig in einmal reinspringen. Nicht rausspringen lassen, von dem, dass es eben blutiger ausschaut oder sonst irgendetwas. Jetzt haben wir den hellsten Ton des Beige genommen und nehmen leicht blau auf. Dann mischen wir die 2 Farben, um eben den Effekt zu bekommen des Lichtes, das unten rauf reflektiert. Wir haben jetzt so ein kaltes Beige-Blau, was wir jetzt da mit rein tätowieren.
Hier nochmal oben. So beim Funken, der eben den Lichtreflex ausübt. Nicht bis zum Funken hin, sondern nur in das bereits tätowierte, was wir rundherum tätowiert haben, lassen noch einen Abstand, weil es kommt noch ein externes Blau mit hinzu, also wirklich dann die Ausstrahlung vom Funken selbst. Deswegen nur rundherum. Da vielleicht auch nicht gleich drücken, weil die Haut ja schon offen ist, deswegen eher ruhig tätowieren, nicht so fest reinrücken. Nochmal das gleiche, ein bisschen mehr Blau. Und diesmal nur an den Rand touchen, wo schon tätowiert worden ist. Dann sind wir zu oft drüber gegangen. Und dann können wir eigentlich schon ein intensives Blau jetzt verwenden. Also dazu würde ich halt das zweite nehmen, vielleicht mit dem dritten leicht abmischen, dass es ein bisschen dunkler wird, ein bisschen intensiver. Ich habe extra das Blau nachdem jetzt gemacht, nachdem wir den Hut gemacht haben, die Farben vom Hut gewählt haben. Auch aus dem Grund, weil eben das Blau verschmutzt recht leicht, weil wir ja schon geredet haben, dass es so ein starkes Pigment ist und das Kalte verschmutzt, aber in dem Fall wollen wir das irgendwo auch erzwingen. Auch wenn es dann abgeheilt vielleicht nicht mehr den Effekt hat, genauso, aber immer noch einen leichten Touch davon. Und das ist eben das war extra gewollt, jetzt den Bereich ins Bläuliche ein bisschen verschmutzen, dass es dann mehr nach einem Schein ausschaut, dass es mehr nach einer Lichtquelle ausschaut. Das können wir jetzt unten auch nochmal diesen Ton verwenden für den Rand, nur leicht anzudeuten und nur wirklich vom Rand weg die leichte Schattierung reinsetzen. Also nicht zu viel verwenden, nicht zu viel schattieren, nicht die Haut zu viel öffnen, einfach nur leicht reinsetzen, weil wir da eben die Lichtquelle von unten haben. Und jetzt können wir rein theoretisch schon die inneren Markierungen, also die kleinen Wölbungen und alles einzeichnen, so rein tätowieren. Wie wir jetzt hier da drüben in Schwarz schon gemacht haben, tun wir jetzt ein bisschen intensiver machen. Wir nehmen dazu wieder das Dunkelste von den Grau-Grüntönen und setzen den einfach drüber jetzt. Zuerst mal die dunklen Sachen. Würde ich eben schauen. So hinkriegen. Wir können da mehr Vaseline nehmen, eben für die dunklen Sachen, dass die nicht jetzt zu viel den Bereich verschmutzen. Also der schon tätowiert ist. Der Bereich sollte jetzt nicht zu krass verschmutzt werden durch das dunkelblaue, deswegen mehr Vaseline einfach nehmen, dann wird das schon funktionieren. Und dem versuchen in irgendeine Richtung zu wischen, wo wir noch nicht tätowiert haben. Wo dunkle Flächen darunter sind, also heißt, wenn wir jetzt dunkle Flächen dann haben werden, wie beispielsweise hier haben wir eben die Flecken von der Mütze, die machen wir jetzt dunkelblau. Alles, was dann nicht eben ins Dunkle fällt, die werden dann dementsprechend gemacht. Also wir versuchen jetzt einfach wirklich so wie eine Art, ja, blaue Brille über das Ganze zu legen. Alle Sachen, die eben darunter liegen, unter diesem Windstrom, die werden mit Blau jetzt eben gemacht. Also wenn etwas Dunkles drunter ist, mit Dunkelblau, wenn etwas Mitteldunkles drunter ist, dann mit einem Mittelblau und eben umgekehrt mit einem Hellblau dann die Sachen, eben alles hell drunter ist. Und zum Rand hin machen wir nur noch eine weiße Outline, dass wir nochmal das Ganze abheben können. Jetzt hier eine leichte Schattierung zu setzen, aber möchten in alle Richtungen leicht rausschattieren, weil es soll jetzt nicht alles da Hintergrund sein, also deswegen ganz leicht in alle Richtungen, eben wieder wie mit den Sonnenstrahlen, mit denen wir geredet haben, rausschattieren. Wir wollen eben heller hierher kommen und heller in die Richtung. Und nun die Highlight-Punkte setzen, dazu wieder auswaschen. Also was der hellste Ton ist es immer wichtig, das komplett auszuwaschen. Wir haben dann das ganz hellste, das noch leicht mit weiß abmischen, dass wir nochmal heller kommen und dann wirklich nur als Highlight-Punkt die setzen.
Eben so Highlight-Punkte sollen nicht übertrieben viele sein, weil sonst lenkt das Auge den Fokus auf alles. Solchen Punkten würde ich halt eher ein bisschen sparsam sein. Nicht überall solche Highlight-Punkte sind. Und dass eben nicht das passiert ist, dass eben jede Farbe, also der verschiedenen Parteien, wie wir es eingeteilt haben in die 4 Stück eben, dass jede Farbe dann gleichmäßig enthalten ist mit hell, dunkel und so weiter. Also, dass dadurch eben immer noch ein Kontrast gegeben ist. Auch wenn wir jetzt so Highlight-Punkte machen, sollten aber trotzdem die Federn auf der dunklen Seite sein. Und das ist so. Wenn wir es jetzt so im Gesamten anschauen, sind die Federn jetzt eigentlich dunkel. Da jetzt wieder das Dunkle noch ein bisschen mit dem Helleren rausschattieren. Also auch in dem Sinne ist es wichtig, volle Farbe zu nehmen. Viele meinen, ob die letzte Schattierung oder das Auslaufen mit Wasser abmischen. Ich meine, es funktioniert auch, aber trotzdem soll es ja deckend sein. Deswegen hier einfach hellere Töne verwenden und nicht einfach die Farbe mit Wasser abmischen. Wenn es jetzt wirklich ins Leere laufen sollte, kann man das auch natürlich gerne machen. Mit Wasser abmischen, so wie Upgraver bilden, mit Farbe halt nur. Aber halt, wenn danach noch weiter tätowiert werden sollte, das Sleeve weitergemacht wird, dann ist es halt besser, wenn man mit voller Farbe tätowiert. Okay, für den unteren Teil der Kugel nehme ich jetzt eine 040 21er Soft Edge Magnum. 040 ist mega geil, also ist eine sehr dicke Nadel, also die einzelne Nadelstärke ist sehr dick, wodurch extrem große Löcher gemacht werden, produziert werden beim Tätowieren. Die Farbe rinnt also deswegen nochmal schneller in die Haut rein. Also ich finde es einfach eine Top-Nadel zum Farbefüllen eben für mich das Coolste und das Angenehmste, weil es wirklich extrem schnell geht. Leider ist das Tattoo jetzt nicht riesengroß, deswegen kann ich die Nadeln jetzt bei kleineren Stellen nicht unbedingt überall verwenden. Aber im Normalfall ist das eigentlich die Nadel, die ich standardmäßig immer verwende. Da haben wir jetzt wirklich das wieder, was wir oben gehabt haben, dass es wirklich so ausschauen sollte wie ein blaues Glas, wie das drüber wäre, was komplett blau ist. Einfach die Schatten, die dunkel wären, die machen wir in dunkleren Blau, die Schatten, die mittel sind mittel und die hellen Parts eben mit hellblau. Können wir auch teilweise ins Weiß schon gehen. Dann. Okay, also. Ich habe jetzt gezielt das Blut noch nicht gemacht gehabt. Jetzt habe ich zuerst die Hauttöne im Gesicht rein tätowiert. Eben das Blut dann zum Schluss machen. Um nochmal auch über die gewissen Töne drüber zu gehen. Weil rein theoretisch konnte ich jetzt angenehmer tätowieren, indem dass ich einfach über die gewissen Bluttropfen schon drüber tätowiert habe. Also wenn man es sieht, hier ist schon eigentlich drüber tätowiert. Und ich kann da jetzt einfach so drüber gehen, ohne dass ich jetzt wirklich alles auslassen musste, was ich sehr angenehm finde. Sollte man jetzt nicht unbedingt überall drüber tätowieren, aber halt nur so Kleinigkeiten, so Tropfen oder sonst irgendetwas, tue ich dann lieber so und dann mit dem Rot nochmal drüber, weil es deckender ist. So, alles mal gut abchecken, ob überall die Farbe enthalten ist, bevor ich eben jetzt dann das Weiß starte. Also nochmal wirklich abputzen, alles anschauen. Am besten wirklich von unten nach oben alle Kleinigkeiten kontrollieren, um dann nicht, nachdem man Weiß gestochen hat, gemeint hat, fertig zu sein, nochmal etwas sieht, um auszubessern. Deswegen einfach mal ganz kurz nachkontrollieren und schauen, ob es funktioniert. Am besten auch wieder da, aufstehen, weggehen, schauen, ob der Kontrast passt, ob alles sichtbar ist, wie man es eben haben möchte. Und wenn das funktioniert, kann man mit dem Weiß anfangen. Für die weißen Linien nehme ich jetzt eine neue Nadel, eine 11035er, also einen 11035er Roundliner. Ich habe jetzt einen dickeren Liner verwende ich nun, eben um die ganzen Lines jetzt bei den Windmustern zu füllen, also die Ränder, die wir eben vorhin eben immer ausgelassen haben. Beim Weißstechen, dass es gesättigt ist, also schön weiß ist auch, gebe ich
die Geschwindigkeit, also ich habe die Maschine immer noch auf 10 Volt laufen. Viele sagen, es ist einfacher weiß zu stechen, weil die Pigmente sind halt eben größer. Die Pigmente sind größer als bei anderen Farben, deswegen geht es auch schlechter in die Haut rein. Es ist schwerer reinzubringen. In dem Fall halte ich die Nadel etwas schief, versuche tief zu gehen und nochmal langsamer. Auch wichtig bei solchen Sachen, und das ist extrem wichtig, ist, immer genug Farbe in der Cartridge zu haben. Also es darf nicht zu wenig Farbe sein oder der Farbfluss unterbrochen werden. Wenn das passiert, dann sticht man eigentlich nur die Haut auf und keine weiße Farbe dringt ein. Deswegen da immer gut schauen, dass Farbe genug enthalten ist. Also ich verwende am liebsten das Weiß nur bei den Punkten, die eben rausstechen sollen. Nochmal, jetzt nicht überall Weiß einsetzen, weil es sonst überladen wirkt wieder. Also vielleicht ganz kleine Highlights setzen irgendwo, das passt auf jeden Fall, aber nicht übertreiben. Aber vielleicht öfter vor und zurück, nicht versuchen, die Linien einmal rein zu boxen, weil es oft nicht möglich ist. Deswegen oft auch ein bisschen so hin und her, um eben wieder den Farbfluss anzukurbeln. Und da auch wieder mit Schaum abputzen, einmal alles abzuchecken. Dass auch die Bogen gereinigt sind. Also, jetzt gehen wir zum Foto über. Also, ich bin jetzt nicht der Mega-Profi-Fotograf und ich werde mir auch sicher 100% unser Modul von der Fotografie, was Pascal gemacht hat, anschauen müssen. Ich kann euch nur so zeigen, wie es einfach gemacht werden kann, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr vielleicht jetzt auch nicht Profis darin seid. Ich mache die Fotos mit Kamera und die Videos mit Handy. Also, ich benutze dazu mein iPhone. Aus dem Grund auch, weil ich nicht die Hand so ruhig halten kann, dass eben mit der Kamera ruhiges Video möglich ist. Und auch beim Handy benutze ich immer einen CPL-Filter. Ich würde jetzt bei diesem Foto einfach nur mal auf den CPL-Filter, auf die Unterschiede eingehen und eben auf den Lichteinfluss, den wir so kreieren können. Also eben die Spiegelung durch den CPL-Filter, wer das nicht weiß, wird eben weggenommen. Also ich habe hier auf der Linse eben einen oben und danach auf dem Handy ebenfalls. Also jetzt beim Foto achte ich eigentlich mehr nur, dass es wirklich auf dem Bildschirm auch gut positioniert ist halbwegs. Meistens immer ein bisschen mehr vom Arm mit dabei haben, also gegebenenfalls, wenn man das abschneiden möchte oder wenn man es irgendwo positionieren möchte, wenn man selber den Hintergrund kreiert, was wir eben auch in einem anderen Modul schon gemacht haben oder machen werden, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist es eben so, dass eben, wenn mehr auf dem Foto generell oben ist, kann man halt auch mehr damit machen. Also man kann es verschieben, man kann es ein bisschen anders positionieren, wie man es haben möchte, dass es eben auf dem Bild dann, auf dem Instagram-Posting zum Beispiel, dann gut ausschaut. Deswegen, im Normalfall schaue ich, dass eben die normale Körperhaltung eingehalten wird, also dass der Kunde oder die Kundin ganz relaxed steht und dass du eben so präsentiert, wie man es eben auch aufgeklebt hat. Also das wäre eben sehr wichtig, dass das Tattoo präsentiert wird, wie es dann auch wirklich ausschaut. Also in der ruhigen Körperhaltung gerade ausschauend und nicht verzerrt oder sonst was. Also ich würde da auch versuchen, verschiedene Perspektiven aufzunehmen, weil umso mehr man hat, umso besser. Auch aus dem Grund, weil man oft auf dem kleinen Bildschirm der Kamera oder des Handys nicht gleich sofort sieht, okay, ist der Winkel gut gewählt worden oder nicht. Deswegen einfach ein paar Winkel herumprobieren und eben so viele Fotos wie möglich machen, weil der Kunde oder die Kundin ja danach nicht mehr da ist. Das Tattoo wird nicht mehr frisch sein und deswegen wäre es halt einfach besser, wenn man das eben von vornherein schon ein bisschen einplant oder eben so ein Backup hat von verschiedenen Fotos. Also, so gehen wir zum Foto über. Also im Endeffekt versuche ich die Kamera leicht vor den Lichtern zu halten, weil man vorkommt, so wirkt es halt besser, also der Lichteinfluss ist besser. Ich verstelle eben die Schärfe, bin aber nur im Automatikmodus und versuche dann wirklich das Bild so zu knipsen, wie ich es haben möchte. Nach dem Verstellen der Schärfe am besten nicht mehr bewegen, versuchen ruhig zu bleiben, immer wieder mal nachkontrollieren, dann eben anderen Winkel, da wieder nochmal Schärfe einstellen, also man hat jetzt automatische Schärfe, das geht dann natürlich auch.
Fotografieren ist halt wirklich oft das mühsamste, beziehungsweise auch das Schwierigste, weil das Tattoo nicht so eingefangen wird, wie man es eigentlich dann in Real Life sieht oder auch haben möchte oder auch präsentieren möchte. Deswegen versucht einfach so viel wie möglich zu machen. Auch eben vielleicht einmal kurz weggehen, nochmal hinkommen, also einmal wegschauen, nochmal hinkommen, weil dann hat man logischerweise nochmal eine andere Ansicht. Und einfach dann schauen, dass es passt. Also ich mache euch jetzt auch noch ein Foto, was wir dann auch einblenden werden, ohne den CPL-Filter eben auch nochmal den Unterschied zu sehen, wie die Fotos eben unbearbeitet komplett anders ausschauen. Also es ist halt auch sehr wichtig, das gewisse Equipment zu haben, auch wenn man nur Anfänger in der Thematik ist es halt trotzdem wichtig, das gewisse Equipment zu haben, weil man will ja seine Arbeit so gut wie möglich präsentieren. Also im Endeffekt ist es ja wirklich die Visitenkarte, die man selbst eben präsentiert. Man muss eben auf der Art und Weise einfach professionell sein, auch wenn man die Skills vielleicht nicht dazu hat. Aber deswegen sind wir ja hier, oder beziehungsweise ich zeige euch, wie man es machen kann ohne Skills. Und dann im Endeffekt könnt ihr das Fotografiemodul anschauen, dann habt ihr sicher mehr Skills wie ich jetzt schon. Okay, so, Foto ist aufgenommen. Ich gehe nun weiter zum Video. Dafür nehme ich einfach meine Handykamera, auch hier eben ein CPL-Filter, und ich kann euch da eben auch die Unterschiede zeigen, wie eben das Tattoo abgefilmt ausschaut mit Filter und ohne Filter. Also wenn die Spiegelung oder wenn das nicht gebrochen wird oder wenn das nicht gebrochen wird. Also ich schnappe einfach die Linse über meine Kamera beim Handy drüber. Habe eh schon die Lichtquelle hier, deswegen brauche ich dafür jetzt nicht die händische Lichtquelle. Deswegen im Endeffekt einfach auch wie bei der Kamera fokussieren, hier herumdrehen, dass es dann eben die Lichtquelle nimmt oder beziehungsweise die Spiegelung nimmt. Einfach auf den Punkt anhalten, wo man sich denkt, okay, so schaut es perfekt aus. Man kann auch hin, zurück, einfach mal schauen, selber probieren und dann sieht man eh gleich, welchen großen Unterschied das es eben macht. Damit ihr seht, wie es dann ausschaut. Man sieht, dass hier die Spiegelung viel extrem ausgeprägter ist, also es stört halt mittendrin. Ich meine, das Motiv erkennt man immer noch, aber man sieht halt eben die Reflexion der Haut und das schaut halt im Endeffekt nicht gut aus. Also Video habe ich dann eh auf dem Handy und die Fotos übertrage ich dann eigentlich jetzt mit der Sony, gibt es verschiedene Apps, kann ich einfach ins WLAN von der Kamera selbst gehen und die Fotos kann ich dann einfach normal rüberschieben. Also es ist oft auch nicht der größte Aufwand. Also auch ich am Anfang habe mir halt gedacht, okay, ja, ist halt mega anstrengend, danach noch Bilder herüber zu schieben oder sonst irgendwas, mehr Aufwand, aber im Endeffekt zum Beispiel mit der App jetzt da ist es halt gar nichts. Also geht rein, wählt die Bilder aus, schickt sie rüber und fertig ist. Also es dauert 2 Minuten. Wie man jetzt eben ein Instagram-Posting, wie ich jetzt ein Instagram-Posting vorbereite, das sage ich euch jetzt. Also ich gehe nur kurz auf die Bearbeitung des Bildes ein, da wir dann ein eigenes Seminar, unter Anführungszeichen, ein eigenes Thema dann auch über Lightroom haben. Deswegen sage ich euch nur ganz kurz, welche wichtigsten Schritte ich verwende für eben die Fotobearbeitung und danach eben, wie es zum Instagram-Posting bzw. im Procreate eben die Bearbeitung mit dem Hintergrund zustande kommt und wie das dann ausschaut, bis es dann eben wirklich gepostet wird. Deswegen werde ich hier einfach mal starten, indem ich eben das Foto, das ich eben aufgenommen habe mit meiner Kamera, in Lightroom raufziehe und eben kurz bearbeite. Ich zeige euch die wichtigsten Schritte, die ich verwende, dass eben das Tattoo jetzt nicht mega bearbeitet ausschaut, aber halt trotzdem besser als eben das Original. So. Zuerst mal gehe ich auf die Lichteinflüsse. Wir haben hier Belichtung, Kontrastlichter, Tiefen, Weiß-Schwarz. Ich gehe aber lieber jetzt auf die Kurven. Also im Normalfall haben wir hier eben ganz helle Farben bis eben zu ganz dunklen Farben, die eben, wo jetzt beispielsweise schwarz, hier eben die helleren Töne. Meistens gehe ich einfach mal hier die helleren Töne, also jetzt im Vergleich, das ist extrem hell. Da gehen jetzt Weißtöne, ganz helle Grautöne, vielleicht ganz die hellen Hauttöne oder sowas. Die zieht es jetzt extrem hell. Brauche ich jetzt nicht mega hell, aber ein bisschen schiebe ich es in die Richtung. So sollte es eigentlich schon passen. Als nächstes gehe ich einfach zum Dunklen, zum Schwarz und schiebe es leicht in die gegengesetzte Richtung.
dass eben das Schwarz leicht mehr poppt, dass der Schwarzkontrast generell höher ist. Insgesamt der Kontrast verändert sich nicht dramatisch, was eben auch nicht zu einer Verfälschung führt. Jetzt schaue ich mir einfach ungefähr einen Mittelpunkt an. Wie könnte ich was eben bearbeiten? Gehe ich weiter rauf, wirkt es heller, gehe ich weiter runter, wirkt es ein bisschen dunkler, kann eben auch den Punkt verschieben. Hier haben wir dann andere Farben. Also wie gesagt, wenn wir ungefähr in der Mitte sind, vielleicht hier leicht nach hinten und vielleicht die helleren Farben ein bisschen, so die mittel bis hellfarben, würde ich einfach mal sagen, ein bisschen heller ziehen jetzt einfach. Also so von mir aus gesehen kann man schon arbeiten. Ich finde, es ist noch teilweise leicht zu dunkel, das ganze Motiv aber, nicht die einzelnen Farben. Deswegen gehe ich jetzt hier bei der Feinversierung einfach auf Belichtung. Belichte es leicht mehr. Kontrast kann man ja immer dann schauen. Braucht es mehr Kontrast, braucht es weniger Kontrast. Ich finde, der Kontrast passt so, vielleicht ganz minimal höher. Auch einfach mal bei den Schiebleisten hin und her versuchen. Also was passiert, wenn ich jetzt Lichter ganz runter, wenn ich Lichter ganz rauf, einfach dann schauen, in welchem Bezug das es sich eben positiv entwickelt. Wenn es jetzt ganz runter ist, schaut eigentlich besser aus, als wenn es jetzt ganz rauf ist. Man darf sich aber nicht vom Hintergrund irritieren lassen. So hier beispielsweise, ich bleibe bei 0. Kann zum nächsten Thema übergehen, also Farbe, Temperatur, Dynamik, Sättigung, also zum Beispiel gehe ich mit der Temperatur runter, wird es halt blau, also es wirkt alles kalt, mit der Temperatur rauf, ist alles gelblich. Ich persönlich habe vielleicht immer eine Tendenz, leicht kälter zu machen, weil es von mir aus gesehen ein bisschen edler ausschaut. Ich weiß nicht, es ist nur mein Geschmack, also da kann auch jeder dann ein bisschen versuchen. Und beispielsweise, wenn es jetzt kälter ist, kann man auch leicht mit der Sättigung rauffahren, damit eben es nicht zu gefälscht wirkt. Deswegen, im Endeffekt, für mich ist halt wichtiger, jetzt bei meinen eigenen Tattoos, also ich versuche nicht zu verfälschen, mega, nur die Lichteinflüsse leicht zu verändern oder beziehungsweise den Kontrast leicht zu verändern, dass das Tattoo halt nochmal mehr poppt, aber jetzt nicht komplett verfälscht ist, weil, wie gesagt, auf Instagram sieht man halt extrem viele Tattoos, die nicht so in der Realität ausschauen können, wo aber dann wirklich auch Kunden oder Kundinnen meinen würden, dass ein Tattoo so ausschauen kann und dann einen Termin machen und dann enttäuscht sind, wenn sie nicht das gewünschte Ergebnis bekommen. Wenn man jetzt die Schärfe, also zum nächsten Thema bei Details, ich ziehe meistens die Schärfe ganz rauf. Also, wenn mit der Kamera fotografiert worden ist, dann ist es oft so, dass wenn die Schärfe, dann sind wirklich nur die Konturen, die raufgezogen werden. Man hat dann aber halt auch oft teilweise, also es ist jetzt abgeheilt, deswegen ist das sowieso nicht, aber oft so im Tattoo selbst, so, man kennt das vielleicht, so Unebenheiten, also jetzt einfach nur, weil vielleicht da die Stelle ein bisschen mehr blutet, ein bisschen mehr gerötet ist oder sonst was. Also wie gesagt, muss jetzt nicht sein, dass das Tattoo nicht gesättigt gestochen worden ist oder nicht voll gesättigt gestochen worden ist, sondern einfach nur, dass vielleicht an einer einen oder anderen Stelle eben leichte Blutungen sind oder eben, dass es rot ist, auch bei ganz hellen Farben oder sowas. Im Endeffekt kann man hier leicht Schärfe raufziehen und dann eben bei der Rauschreduzierung kann man eben, wenn du jetzt auf Maximum gehst, dann ist das leichte Rauschen, was oft einmal teilweise durch den ISO, wenn man mit Automatik fotografiert, kann es oft durch den ISO ausgelöst sein, dass eben leichtes Rauschen ist. Das kann man da hier eben wegnehmen. Es wirkt dann eben auch softer. Sieht es hier? Hier habe ich noch die einzelnen Bohren, man sieht die einzelnen Dinge. Wenn ich es jetzt raufgebe, wirkt es softer. Ich gebe es nur minimal rauf. Wie gesagt, ich möchte es nicht zu verfälscht haben. Und man kann nochmal bei den Details leicht runtergehen. Ich will euch noch zeigen, wie ich selbst die Tattoos von mir bearbeite in Procreate. Also eben, weil wir geredet haben vom Hintergrund einsetzen oder beziehungsweise, dass immer im Feed ein einheitlicher Hintergrund sein sollte. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie es bei mir ausschauen könnte. Es ist jetzt nicht ein Muss, das jetzt komplett zu kopieren oder sonst was, aber halt im Endeffekt ist es eine Möglichkeit, dass eben ein einheitlicher Hintergrund ist, auch wenn man Tattoos fotografiert, abfotografiert an verschiedenen Hintergründen oder vielleicht auf mal ein Convention oder sowas, wo jetzt vielleicht nicht die gleiche Wand ist oder genau die gleiche der gleiche Lichteinfluss. Und ich zeige es einfach mal, wie das jetzt bei mir ausschauen würde. Also ich habe hier ein Tattoo, was ich letztens gemacht habe. Ich werde dieses jetzt, ich bin ein Fotoordner, ich werde dieses jetzt eben einmal ausschneiden, einfach nur mit einem Klick kopieren, gehe raus in die App Procreate,
Ich habe hier schon die Bilder vorbereitet, die eben, die ich sonst schon gepostet habe oder sonst gemacht habe. Ich mache eine neue Ebene. Hier bei der neuen Ebene handelt es sich um das Format 4x5, also 400 mm x 500 mm. Das ist das Instagram-Format, was eben jetzt senkrecht höher ist. Also in dem Sinne, man kann ein 1x1, also ein normales Quadrat verwenden. Ich verwende aber lieber eben das 4x5, da es ein bisschen länger ist und so auch beim Scrollen, wenn die Personen eben den Beitrag sehen und beim Scrollen ist der dann länger auf dem Bildschirm enthalten. Deswegen unterbewusst nimmt man eben den Post so länger wahr, deswegen verwende ich auch dieses Format und es schaut halt einfach von mir aus gesehen bei hochformatigen Tattoos einfach besser aus. Gut, dann haben wir hier die leere Ebene. Jetzt das ausgeschnittene Tattoo füge ich einfach hier ein und da Einstellungen hinzufügen, einfügen, einsetzen, erlauben. Dann habe ich hier eben das Tattoo. Ich tue mir das jetzt so positionieren, dass es eben zum Schluss eben gut ausschauen könnte. So auch für das Posting. Dass eben so viel wie möglich vom Tattoo oben ist. Sprich, dass wir nicht jetzt mega viel Leerraum oben haben. Dass eben auch das Tattoo an sich viel Platz benötigt. Es ist auch immer wichtig, dass das Tattoo nicht einfach in der Mitte so irgendwo herumliegt. Dadurch haben wir sehr viel Freiraum links und rechts. Auch das Auge konzentriert sich mehr auf den Seitenpunkt. Also man hat ja eben auch bei einer Fotoeinstellung in der Kamera hat man eben auch den Raster, der unter 9 Felder geteilt ist beispielsweise. Dass man eben 3 Quadrate oben, 3 Quadrate in der Mitte, 3 Quadrate unten, beispielsweise und dann nochmal so senkrecht geteilt. Also wie gesagt, man sollte eben, der Fokus des Auges liegt immer eher an einer Seite, nicht in der Mitte. Deswegen setze ich auch jetzt so, also du eher nach links. In der Form würde es komisch eben ausschauen, weil die Gesichter nach unten schauen würden. So wirkt es eher, also so wirkt es halt von mir aus gesehen besser, so gefällt es mir besser. Und eben auch der Bereich hier, wo noch nicht tätowiert worden ist, der Schulterbereich des Arms, den wir jetzt ausgeschnitten haben, rückt so ein bisschen nach hinten oder außerhalb des Bildes zum Hintergrund. Was ich eben gemeint habe, dass es ein einheitlicher Hintergrund im Feeds auch sein sollte. Hierzu mache ich eine neue Ebene, schiebe die Ebene hinter das Tattoo. Ich habe ein Foto gemacht von meinem Tattoo-Studio, wo ich mir denke einfach, okay, ich habe jetzt eine große Leinwand, beziehungsweise ich habe jetzt das Tattoo-Studio von einem weiten Winkel entfernt fotografiert, so kann ich das einfach mal einfügen. Man sieht eben, es ist die ganze Räumlichkeit auf dem Foto oben und so kann ich mir eben das verwenden, um eben verschiedene Perspektiven darzubringen. Beispielsweise könnte ich ein Foto gemacht haben, das aus der Perspektive eben fotografiert wurde. Ich könnte aber rein theoretisch auch höher gehen. Ich wäre mehr bei der Wand gewesen. So in die Richtung, ich kann einfach wirklich das hin und her schieben und man meint, es ist eben organisch ein Foto gemacht worden aus verschiedenen Perspektiven einfach oder immer wieder vom Studio ein Foto gemacht worden. Also im Studio ist das Tattoo fotografiert worden. Also wenn ich die verschiedenen Perspektiven einfach habe, schiebe ich mir irgendetwas zurecht, wo es gut ausschauen wird. Ich finde, das schaut jetzt nicht schlecht aus und lasse die Ebene dann so liegen. Jetzt dadurch, dass es ja mit einer Kamera aufgenommen werden sollte oder beziehungsweise, dass es besser ausschaut, wenn die Blende ein bisschen weiter offen ist und der Hintergrund dann verschwommen ist, macht man eben auf der Ebene des Hintergrunds, gehe ich einfach zu Grauschärfe, graue Unschärfe, grause Unschärfe, keine Ahnung, und ziehe es leicht nach oben. So wird der Hintergrund eben verblasst, also beziehungsweise er wird unscharf. So wie es eben dann auch bei einer Kamera ist, wenn eben der Fokus auf den Arm, auf den tätowierten Arm gelegt wird und eben der Hintergrund dann verblasst. Und dadurch, dass eben Muster ein Hintergrund ist, man sollte es eigentlich einfacher halten, den Hintergrund, da eben das Tattoo ja im Fokus stehen sollte und nicht der Hintergrund. Und hier ist es jetzt halt sehr präsent, deswegen gehe ich jetzt nochmal bei Sättigung, Helligkeit, Farbton, gehe ich nochmal mit der Helligkeit runter, mache alles so dunkler, wodurch dass eben die einzelnen Sachen weniger sichtbar sind, also die einzelnen Details, zusätzlich der Kontrast wird vermindert und eben nochmal mit der Sättigung weiter runter. Einfach nur eben nochmal zu ermitteln, okay, das Tattoo steht im Fokus, da es ein Farbtattoo ist und der Hintergrund dann weniger gesättigt ist, sticht es nochmal mehr raus. Wir haben einen größeren Kontrast zwischen den beiden Ebenen. Und jetzt ist eigentlich das Grundkonstrukt fertig. Ich mache eine weitere Ebene über der des Hintergrunds und übermittle es somit, wenn ich jetzt
einen Pinsel mit, also ich habe weicher Pinsel jetzt beispielsweise, also so einen Spraydosenpinsel, so Airbrush. Wenn ich den jetzt in einer ordentlichen Größe einfach ganz leicht hier unten beim Arm entlang ziehe, kreiere ich so einen imaginären Schatten oder beziehungsweise auf dem Bild dann einen Schatten, der dann nochmal das Motiv oder den Arm jetzt in dem Fall nochmal weiter rauspoppen lässt. So wirkt halt schon nochmal das Tattoo viel mehr im Vordergrund wie eben die restlichen Sachen. Auch der Hintergrund ist jetzt durch das eben, dass er verschwommen ist und zusätzlich die Sättigung runtergenommen wird, die Helligkeit runtergenommen wird, wirkt das sehr im Hintergrund. Man kann eben denken, okay, das ist jetzt einfach irgendwo im Studio fotografiert worden oder beziehungsweise durch das, dass wir es eben jetzt mit dem Schatten noch versehen haben, wirkt es jetzt nicht mal 100% wie im Studio fotografiert, aber es hat halt den Flair, dass es eben, es wirkt halt professionell. Ich habe jetzt zum Beispiel noch einzufügen ein Logo, also das Logo des Tattoo-Studios und zusätzlich noch irgendwo versehe ich meinen eigenen Namen, meinen eigenen Instagram-Namen auf dem Bild, da eben viele Sachen dann oftmals eben repostet werden oder vielleicht eben auch von Seiten gepostet werden, die einfach nur eben unter Anführungszeichen Arbeiten stehlen. Also die wollen vielleicht eine eigene Reichweite eben generieren und versuchen so Arbeiten zu stehlen und haben halt oft auch keinen Tag darunter, stehlen halt eigentlich irgendwo deine Arbeit, setzen keinen Tag darunter, markieren dich nirgends als Künstler und so kann man das halt teilweise vermeiden, wenn irgendwo der eigene Name steht, dann können halt wirklich Leute rausfinden, okay, wie heißt man oder wer wirklich der Künstler hinter dem Bild dann dahinter ist. So, jetzt steht es so, jetzt setze ich halt beispielsweise noch eben das Logo rein. Dazu gehe ich auf Foto einfügen. Ich habe ein Logo in einer PNG-Datei, die schon bereits ausgeschnitten ist. Das setze ich dann zu einem Leerraum, wo mir eben vorkommt, okay, hier ist zu viel Freiraum eben beim Hintergrund und sowas. Da kann man es leicht reinsetzen. Ich meine, es würde auch funktionieren, wenn es oben ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich setze es aber lieber jetzt unten, einfach nur, weil es mir besser gefällt und weil ich es eigentlich so handhabe. Nicht ganz zum Rand, nicht ganz mittig muss es sein. Ich würde es einfach so irgendwo positionieren, wo es halt dann eben gut ausschaut. Also nochmal wegziehen, einfach kleiner machen, um zu schauen, eben weil man von weit weg sieht man dann die einzelnen Elemente viel besser. Man kann auch besser entscheiden, ob jetzt eben die Wahl gut getroffen ist von der Platzierung des Arms, von der Platzierung des Hintergrunds oder beziehungsweise auch des Logos. Mir gefällt es jetzt so, deswegen werde ich da jetzt weitermachen. Ich habe ja noch immer die Ebene, wo ich eben den Schatten gezogen habe beim Arm. Ich werde auch hier hinter dem Logo einen leichten schwarzen Schatten machen, damit das Logo eben nochmal kontrastreicher ist und es eben mehr rauspoppt. Jetzt fehlt eigentlich nur mehr der Name. Dazu mache ich wieder eine eigene Ebene. Dann habe ich wieder den Namen als Logo eben hinzugefügt oder beziehungsweise als PNG-Datei. Kleiner ziehen, er muss nicht so präsent sein. Ich platziere ihn oft teilweise dann ins obere Eck, einfach dass da oben etwas steht, eben auch wieder, weil er Freiraum ist. Oder oft, wenn es nicht möglich ist, dass eben zu wenig Platz ist oder dass es komisch ausschauen würde, unten übers Logo. In dem Fall ist aber hier sehr viel Platz, deswegen setze ich es oben auch wieder hin. Auch wieder hier versuchen vielleicht einen ähnlichen Abstand zu haben. Es soll jetzt nicht ganz am Rand sein, es schaut einfach komisch aus, schlampig aus, wenn es ganz am Rand ist. So, deswegen habe ich das Logo jetzt rein. Und so schauen eigentlich im Grundlegenden meine Postings aus. Ich speichere mir das noch ab, bereitstellen als JPEG-Datei, speichern und fertig.